Servus und willkommen. Fahren wir fort mit Thaumaturg. Schauen wir, wie weit wir heute kommen. So, wir sind bei Rasputin. Ja, genau. Und haben nur noch diese 4 Questen übrig. Das heißt, die sind immanent, also zeitintensiv, nicht? Also nicht zeitintensiv, wie sagt man, zeitabhängig. Dann sind sie weg. Das heißt, wir werden natürlich... Schauen wir mal. Schneider, glaube ich, ist im Moment nichts. Aber wir können zur Vorlesung gehen mit der Schwester. Die war ja da unten, genau. Aren't your legs getting sore? I wonder exactly what he's up to. Er sagt nichts viel, gell? Rasputin. Ah ja. Müssen wir mit ihm sprechen. Let's wait. Bis zu was? Nachmittag, oder? So, let's kill some time. Naja, töten muss es nicht gleich die Zeit, oder? Das ist auch andere Leute, andere Sitten zu jeder Tageszeit, oder wie? Das könnte sich auch noch herausstellen, ist interessant. Sudeli. Da gehen wir mal zur Universität, beziehungsweise zu dieser Vorlesung, die da eher geheim ist, ne? Ist die da unten, oder wie? Offensichtlich. Ich habe solche Kopfschmerzen. Aha. Mr. Schulski, I presume. What gave me away? Your resemblance to Liga. And the book at your waist. Sehen uns ähnlich? That's Was? an interesting way of sewing up the binding. Let me take your coat. The lecture has already started. Follow the corridor. Na dann, schauen wir uns mal das an. Pyrgismus in der Architektur, Professor Jan Zabedowski. Eine architektonische Stilrichtung, deren Auswirkungen seit einem Jahrzehnt sichtbar sind und die man als Ableger des Jugendstils bezeichnet, hat
mittlerweile eine gewisse Reife erreicht, weshalb sie verdient, kommentiert und bewertet werden. Es ist unschwer zu erkennen, in welchem Bereich sie vom Jugendstil geebneten Weg verlassen hat. Die kunstvollen Portale des Jugendstils, in denen Leichtigkeit und Finesse verwoben sind, wurden durch wuchtige Giebel, Ornamente und gekrönte Bogengänge ersetzt, die wie ein böses Omen, wie eine unausgesprochene Drohung über den Betrachter zu hängen scheinen. Statt der für den Jugendstil typischen aufsteigenden Linien, die sich wie frische Zweige biegen, sieht man nur gezackte, schroffe Formen. Statt Harmonie regiert Chaos. Grässliche Mascarone? Was ist ein Mascarone? Vervollständigen das Gesamtbild einer Stilrichtung, die in das Zeitalter verbannt werden sollte, die das überdeutlich inspiriert hat, nämlich das finstere Mittelalter. The professor has already made a judgment. Das ist mir ein Buch geschrieben wahrscheinlich, ne? Wäre ja blöd, wenn das Buch nur Fragen macht. Stadtführer für Warschau. Es mag unglaublich klingen, aber das Gebiet, das auf der einen Seite von der Selena und der Davner Straße und auf der anderen Seite von der Bugaj-Straße begrenzt wird und in dessen Mitte dort heute eine idyllische kleine Bank steht, war früher eine riesige Müllhalde. Wo früher ein bestialischer Gestank in der Luft lag, riecht man heute nur noch wilde Blumen. Und wo früher Müllberge in die Höhe ragten, kann man nun den Ausblick auf Warschaus Change for the Straßen better? genießen. Surprising in this town. Er ist nicht sehr überzeugt von der Stadt, gell? Er mag's nicht. Die Hölle der Jungfrauen, Gabriela Zabolska. Hör mir zu, lass nicht zu, dass wir dir Klavierunterricht geben, es wird dich umbringen. Was? Sie verstummte und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Ich weiß einfach nicht, was sie von mir wollen, als hätte ich Wachs in den Ohren. Als wären meine Finger aus Holz. Sie rieb sich die Finger und tippte danach gegen ihr Ohr. Die Geste wirkte gleichermaßen witzig wie verzweifelt. Wenn du erstmal die chromatische Tonleiter spielst, ist es aus. Denn dann bist du verloren. Prim, Terz, Prim, Sekunde und so weiter. Zur Hölle damit. Das ist doch kein Leben, wenn ich am Klavier sitze, fühlt es sich an, als würde jemand den Magen im Bauch umdrehen. Alles in mir verkrampft sich und mir wird übel und ich muss automatisch weinen. Sie schniefte und hob verstohlen den Saum ihres Kleides an, um ihre Träne zu trocknen und sich die Nase abzuwischen. Saskia, stell dich stur. Weigere dich auch nur in die Nähe eines Klaviers zu kommen. Boarding schools for girls truly are a devilish invention. Und da ist der Buchclub. Inequality between the sexes is a real problem that keeps society in economic stagnation. No wonder if half of population cannot take up a job Ja, das ist ja nicht or are unrecht. not adequately remunerated for their work. We want to study, work, make our own choices. We want all of our lives. Ligia, I'd love to see you on the faculty. You must agree. There you are. Samuel, Cecilia, I'd like you to meet my brother. Mr. Schulski? Victor Schulski? Ja, der Thaumaturg. Thaumaturg? Sagen, dass sie sich geirrt hat? Na. Yes, madam. It is I. Oh, I need to talk to you about thaumaturgy. Ligia has told me a lot about you. I've been interested in it ever since I was a child, although, sadly, I was not blessed with power. Sadly is not a word I would use. Mr. Schulski, welcome to the Flying University. Wieso fliegt die? The university is an interesting venture. Where did you get the idea? Out of necessity, the occupiers control all the academies. They don't allow women to study and don't care about the level of education. And the future Poland will need an intellectual elite.
Ja, Where does the university's name das würde come mich nämlich interessieren. Ja. For obvious reasons, we don't have a permanent residence. Our academy Deswegen is fliegt sie. constantly Ja, gut. flying between the apartments of people willing to host us. Some also mockingly say we are a childlike and girlish university, as the university was created with women in mind. But the mockery will soon end because our graduates have already started scientific careers abroad. Cool. Are there any known names among the graduates? Mrs. Skłodowska-Curie, Oh, wirklich? for instance. Die kennt man. Our Nobel Prize winner. Kennt man. Let's talk about something else. Of course. Congratulations, Professor. You did great. I did. And what did you like the most? Oh je. What I liked most was seeing you as a lecturer. Damn it, you and your compliments. I can't stay mad at you. You know that science is your domain, not mine. Still, it doesn't change the fact I'm very proud of you. Da gibt der aber ordentlich die. I'm afraid to ask what my sister has told you. Nothing but the truth, albeit not all. We are a civilized people, after all. I'm interested in stories about Sehen wir das? thaumaturgy. I find it fascinating. Das ist ein Groupie, oder was? Das ist halt mein erster Groupie. I must admit, my knowledge was mainly forged in the heat of practice. That's incredible. The practical approach is always valued. You must have learned a lot during your travels. I'm afraid you overestimate me. Please, do tell us about your travels. Oje, oje. Ja, dann reden wir halt I über used to das. live with the whirling dervishes in Damascus for some time. The dance keeps Salutors away. I've also met an Inuit sage who claimed he could talk to them. How? How is that possible? Cecilia, let's give Mr. Shulsky some space. Let's Okay. talk about something else. Of course. Nee, aber was denn? The university is an interesting venture. Out of necessity, the occupiers control all the academies. They don't allow women to... Das and wissen the wir doch future schon, oder? Poland will need an intellectual Ja. elite. Genau. Dann fragen wir das hier. Aren't you afraid of the police? Last da müssen I wir ein am bisschen aware nach oben that bringen, we ne? leave ourselves open to a charge of distributing prohibited works and imprisonment. Great causes are worth taking the risk, don't you think? Ja, da stimme ich zu. Once you set a goal, never let it out of your sight, no matter what. As Dad used to say. Oh je, wir Have you werden got wieder any more Vater questions? werden. Nope, ich glaube, wir Let's können talk gehen. about something else. Of course. I'll take a look around the room. Mr. Shulsky, we must talk. It's Die ist important. voll Please intuit. find me later. Die braucht uns unbedingt jetzt, wie das mir erzählen, was über die Thaumaturgie, oder? Oh, Ja. I think you'll find that the catering tables aren't the only place you'll find something sweet. Oh. Give me a break. Only if you brought some donuts. I did. I know. Natürlich, one should die not mit dem stand between wunderbaren- you and sugar. You're speaking words of wisdom, brother. Eierlikör drin. Then I will leave you as well. Mr. Shulsky, please meet our students. Ja, Pfannkuchen legen wir I ja auf. also write term papers for the principal school students. Would you like some work? Excuse me, and you are... Viktor Shulsky. You are Lygia's brother? It's great that you came to your sister's lecture. Not all of us have that kind of support. I think my presence here is of no importance. Liga has always been the smartest in the family. You are completely different from my brother.
He thinks an educated woman is a disgrace to her family. If he knew I studied, he'd beat me until I was Es ist bleeding. halt echt traurig. We all take some risk. Well, maybe everyone except Polina. What do you mean? She's Russian, and I'm sure she'll bring the police down on us. I don't know why Dickstein trusts her. Don't waste your breath. Better have an eclair. Sich zu bilden kann ja nie ein Fehler sein, bitte. Bring Pfannkuchen in die Vorlesung. 13,1% der Leute, die das Spiel gekauft haben, haben Pfannkuchen. Ich glaube, dass auch nur ganz wenige das Spiel überhaupt so weit gespielt haben. Dabei ist das gut. Ich verstehe das nicht. Und da kann man so viel reden. Scheiße. Würde ich mit dem so irgendwie reden? Mit ihr? I was instructed to become acquainted with your lot. Viktor Schulski, nice to meet you. I don't know if talking to me is the best choice. Wieso? Polina Nikolaevna Gavrilov. Why did you decide to go to the university? I don't want to waste my intellect on throwing parties and picking the perfect hat. And what do you want? To study law at the Sorbonne. Oh? You think it's funny? Nein. No, it's just that my mother wanted me to study law in Paris. But I prefer to travel. My mother keeps trying to talk me into traveling. Apparently, that's the way to find a husband. Ja. Seems you're not very popular among your colleagues. What did I tell you? That I cast spells to make their pants leak and their ties run? Why don't they like you? Because I'm Russian, and every Oh. Ruski is an enemy, right? Da darf man nicht übertreiben, nicht? Verallgemeinern ist übertrieben. Die politische Situation ist, wie sie ist. Sie können rational sein, nicht? My mother is Russian, so my perspective is different. I understand the political situation. I was born in Warsaw. I love this city. I'll be off now. Can I help you? Tell me about Ligia's studies. Your sister has an extraordinary mind. She's one of our most gifted graduates, and I hope she will join our teaching staff after this lecture. Her arguments are Was bold Dickstein? and accurate, untainted by social restraints. Oh, and her charisma. Indeed, you are impressed. Is there anything else you want to ask? Nein. Thank you. Goodbye. Im Bad ist da etwas. Die wollten mich ja auch sprechen, oder? You wanted to talk to me? I've got a whole bunch of questions, Oh, and I yeah. really hope you can answer them. Check your enthusiasm, please. You and your dress take all of our oxygen. Lucrezia, only feeble men are afraid to be inquisitive, and the Thaumaturge cannot be feeble. The power you possess meddles with the very fabric of reality and the most subtle aspect of human psyche. It is... Overrated at the best and made up at worst. Ja, die ist aber da nicht sehr, nicht? Solche Angst machen, der Lucrezia. Na, wer I share your admiration for Thaumaturgy. Too bad people are too ignorant to appreciate it. Hopefully, that will change. Aber wann? The bookseller went mad. Was? Help! Wieso? Is that your doing? Now you believe in Thaumaturgy? Wenn was Schlechtes Mr. passiert, Schulski, ne? please don't mind her. Let's go, they might need you. Klassiker. Glauben alle nicht dran, aber wenn was Schlechtes passiert, This ist man auf is jeden Fall tragic. schuld, ne? I need to yell about it. Bitte was? Thieves! This is an outrage. Calm. Do not tell me what to do. It is definitely the time to be nervous. Was ist I'm passiert? just saying we can look together. It might be a misunderstanding. Misunderstanding? It's a theft.
Was ist, wer hat irgendwas gestohlen? I bet you did it. Was denn bitte? Red? Genau. Fragen, worum es What geht. happened? The first edition of A Nation Tale is gone. My beloved game exposed to sunshine. Nein! Master, greasy fingers. Grace! Oh, what a horrible tragedy. Die You Verarschung. can't treat me like that. Nobody leaves this place. Either I get my book back or I'm calling the police. What do you mean? I can't stay here any longer. Antoni, do not threaten my students. They are not students. They're animals. Was ist mit ihm? Er dreht Mr. komplett durch. Schulski can find your book. Yes. Das I kann can ich do that. tun, Madame. Really? Na sicher And kann ich then can you das. bring eternal misery upon the thief? Natürlich nicht. No, but I can find what you've lost, and I guess that's what you want. Let's call it the minimum plan. That's enough, Antoni. Mr. Schulski, we'd all be obliged. Gut, dann suchen wir das Buch. Es geht um einen Diebstahl. Das wertvollste Buch des Antiquariats ist verschwunden. Der Antiquar hat sein Geschäft geschlossen und droht damit, die Polizei hineinzuziehen, sollte sein Eigentum nicht schnellstens gefunden werden. Die Vitrine wurde geöffnet, das Schloss ist noch intakt. Die Gefühle des Diebes spiegeln sich im Glas der Vitrine, die Unbekümmertheit eines Clowns. Die Aufregung einer Seiltänzerin vor dem ersten Schritt ins Nichts. Gefühle zeugen von Unbeschwertheit und einem Gewissen, das so rein ist und frisch gewaschen wie Wäsche. Aha. Schließlich das ganze ja nur ein harmloser Scherz. Achso, ist es wirklich nur ein Scherz? Der braucht eine Tasse. Eine unachtsame Hand ließ diese Porzellantasse fallen, wodurch der Tee auf den Boden verschüttet wurde. Nein! Der gute Tee! Wie gut, dass wir den guten Tee noch hier in unserer Tasse haben. Die Porzellanscherben zittern wie ein furchtsames Herz. Man spürt förmlich die stille Angst. Dem kleinen Wunderwerk, das nur ein Kretin für ein simples Buch halten würde, könnte etwas Schlimmeres zugestoßen sein. Eingerissene Seiten, Flecken auf dem Einband oder Gott bewahre, ein gebrochener Buchrücken. Ein Wunderwerk, das gestohlen wurde und vielleicht nie wieder auftaucht. Okay, gut, ihm ist der Kragen geplatzt. Yes. Who do you think is behind stealing that book? I can't believe that it might be one of us. After all, we all love books. That sounds like the perfect motive. Ja, Indeed. If I were to steal, I would rob antiquarian bookshops. But it wasn't me. sind wir uns da sicher. I'll be off now. Wir müssten ja sie nur alle Leibes visitieren. Da ist was oben. Ja, da sind sogar diese Pasteten. Alles ist da. Der Kuchen, das ist die Sachertorte. Dietrich im Blumentopf. Der Dietrich ist im guten Zustand. Wer auch immer ihn verwendet hat, wusste damit umzugehen. Der Dietrich ist mit fieberhaften Gedanken befleckt, so fahrig wie ein kleines... Was? Wie eine kindliche Handschrift. Die Zeit war knapp. Was, wenn jemand ihn sehen würde? Den Finger für ihn richten würde? Ihn auf frischer Tat ertappen würde? Erhaltet den Dieb den Blumentopf, war ein naheliegendes, sinnvolleres Versteck, jedoch kein sehr gutes. You don't understand. I want to leave. And I want my volume to be in my display case. Maybe you're the one who has it. I'm not a thief, and I don't have to explain myself. Doch! Why do you want to leave right now? I told my parents I was going to church. If I'm not back on time, they'll start to look for me, and I'll be in trouble. Please help me. You can help by searching this young lady. I know subtler ways. Could you give me a personal item, please?
No, she's not the one who stole the book. The trace doesn't match. How do you know? Die Studentin hat das Buch nicht gestohlen. Die Spur auf ihrer Puderdose ist samtweich und schmeckt nach Eisen wie ein unbeugsamer, harter Kern unter einer weichen, zierlichen Schale. Sie ähnelt der Spur auf dem Dietrich nicht im geringsten. There's no trace of the thief on this item. That lady did not steal the book. I see. I can't open the door, but I can help you with your parents. I know what it's like when your loved ones don't understand your passion for books. I see. Thank you for your help. Mr. Szulski, there are guest codes in the wardrobe. I will let you in there if it helps you to catch that degenerate. That might be helpful. Then follow me, please. Ja, stimmt, dann können wir die Spur besser riechen. Dann kann das Trüffelschwein zuschlagen. Wieder mal konnte das Trüffelschwein die Spur eindeutig riechen. Ein weiter Frauenmantel. Ein weiter Frauenmantel, der wahrscheinlich Lucretia gehört. Die Fasern des Mantels sind zu einer Stickerei aus Trauer und Bitterkeit verwoben. Der Vorwurf einer Affäre liegt wie Blei auf dem Stoff, der dadurch wie Falten wirft. Ein Erklärungsversuch, der platzt wie eine Seifenblase. Eine Beichte ist unmöglich. Die Universität muss ihr Geheimnis bleiben. Es ist altmodisch. Da ist der Stieb. Die Manteltasche quillt Übervorsorge, die darin vergraben wurden, um sie zu vergessen. Sie sind grau und matt, genau wie der Dietrich im Blumentopf. Sie warnen flüsternd vor der Strafe, der Sohn dafür erhalten wird, die Werkzeuge des Vaters entwendet zu haben. Das ist wahrlich keine Alltagskleidung. Ein eleganter Mantel, der im Vergleich zu den anderen wie eine herrliche Blume inmitten von Unkraut wirkt. Er strahlt knallroten Stolz aus und versprüht den Duft von Pracht und Herrlichkeit und lockt mit einem süßlichen Aroma. Nur ein winziger Faden am Kragen zittert vor Unsicherheit. Wird derjenige, der für diesen Anstrengung unternommen hat, wurde dies überhaupt wahrnehmen? And? Have you found anything? Maybe, although I still need some information. Well, what are you waiting for? Fire away! I found a men's coat in the wardrobe, one with embroidered initials and wooden buttons. Do you remember who it belongs to? With a worn-out collar and elbow patches? That's Waldemar's coat, You have good memory. which you are using in a ridiculous way. Why don't you look for the degenerate? Degenerate. The lance coat belongs to Miss Lucrezia, I presume. The one with the satin lining? Yeah, no doubt. But I don't know why you're wasting your time on these. Was bitte, Alter, was siehst du, unhöflicher Trottel? Thank you. Sehr That was unglaublich. very helpful. Was ist mit dem? I will wait for the results then. Ja, der ist ja unsympath. Eigentlich sollte man mir das Buch zurückbringen und am Schädel hauen. Waldemar. Der Antik war überzeugt, dass der abgewiesene Mantel Waldemar gehört. Waldemar hat das Buch gestohlen. Es war für ihn kein Problem, die Vitrine zu öffnen. Schließlich ist er der Sohn eines Schlossers. Er handelte jedoch aus niederträchtigen Beweggründen. Er hielt den Diebstahl für einen harmlosen Scherz, der leider vollkommen aus dem Ruder lief. Tja. Das ist natürlich blöd gelaufen, ne? A grey coat with embroidered initials and wooden buttons. It belongs to you, doesn't it? Why do you ask? I think it belongs to the thief. What? No, I Jetzt don't sagt er wear kein coat. No. It's September. I like the cold. And that is not a crime. Leave me alone. Im September ist es eh noch warm. Jetzt auch urwarm draußen die ganze Zeit. Behauptet nicht, der Dieb zu sein. Also ich weiß es nicht. Here, I found your book. Das Buch ist von einer dünnen Schicht düsterer Gedanken bedeckt, die sich wie grauer Raureif um den Umschlag gelegt hat. Die Spur des Diebes stimmt mit denen auf dem Mantel Dietrich überein. Die zweifelsfrei fest. Waldemar ist der Dieb.
I hope you will find my little plot amusing. The city must recognize the power of thaumaturgy. Enjoy your show. You have earned it. Oh, Cecilia. lol. I should return the volume. The bookseller will finally calm down. And then I will have a talk with the author of this letter. Die Cecilia. Ein an mich adressierter Brief. Ein Gedanke tänzelt über die Notiz hinweg. Er ist verspielt kokett wie eine junge Frau an einem Sommerabend. Sie geht sämtliche Szenarien durch, schmiedet Pläne und wählt bedachtsam ihre Werkzeuge aus. Sie will den perfekten Eindruck auf eine ganz bestimmte Person machen. Das verschwundene Buch. Ich habe das Buch gefunden, ein Brief von Cecilia fiel heraus. Sie hat diese Intrige ausgeheckt und es missfällt mir sehr, in die Spielchen anderer Leute hineingezogen zu werden. Ich bin außer mir in Rage gefasst und muss zur Rede stellen. Here is your volume. You came back to me, safe and sound. Praise the Lord. I hope it was all just a mistake. Ja, No, it was planned. That was obvious. How did you find the book? I found the lockpicks that the thief used to open the display case. They were marked with this trace. And that is how you determined his identity? What an exceptional display of thaumaturgy. As impressive as conjuring up ghosts at a seance. I would like to see you say that to Madame Samira. Ja, die. Of Gibt's immer noch. course you know each other. You both prey on people's gullibility. Stop, both of you. Please tell us who took the book from the display case. The book was in the bedroom, under the bed. What a captivating display of power. Shame there wasn't a missing sock there too. Now that would be a discovery. Don't be sarcastic, it's the potential that matters. What matters is who is responsible for that mess. Please, don't keep us in suspense. The plot might not be too original, but it was certainly planned. You might be missing the big picture. It is Cecilia who is responsible for stealing the book. It's impossible. She was with us all the time. She persuaded Valdemar to use his father's lockpicks and take the book while she remained in your sight. It's impossible. Valdemar? It's true, Mr. President. Cecilia said it would be a joke. Do you understand what kind of situation this puts me in? Ja, How this wirklich. affects our Das war nicht reputation? sehr klug. I'm sorry, but Der it was Buchmacher ist böse. necessary. I Ja, der had my reasons. Bibliothekar. An exquisite coat, an evening dress, an intrigue. You took a lot of trouble to impress me. Did it work? Sagen wir ja oder nein? Hat es uns beeindruckt? No. Please give me some more time. That's enough. Miss Cecilia, please explain yourself. Nobody treats thaumaturgy like a real science. I had to show its potential. Ist ja Show nett. what you are capable of. Ja. That's enough. That is no excuse. I will talk to you in a minute. Leave us alone. You know I was right. I'm sorry you were used like that. I've had a great time. If all the lectures are like this, I want to be a student. Ja, das ist ein bisschen gut. I know what you mean. Cecilia's methods are disgraceful, but
She does have a point. Ja. A lecture by a Thaumaturge would enrich our academy. Ja, dann werden wir Vorlesungen Please, halten als Thaumaturg, consider oder? it an offer. Ja, sicher. I will think about it. Das ist eine neue Einnahmequelle für uns. Wir haben eh nie ihr Geld. Wir müssen immer die Schwester anhauen. Die Schwester ist weg, aber jetzt haben wir diese wunderbaren Pfannkuchen mit Eierlikör Vanille und Bourbon Vanille nicht gegessen. Natürlich extrem schändlich. Was ich mich frage ist, wo kriegen wir des Schneiders neue Kleider her? Ich glaube, da gibt's nichts. Schon lange nichts mehr gesehen. Aber wir haben in diesem schon einiges gefunden für die Schneider. Für die Schneider. Dann schauen wir mal diese Freunde. Wo sind die? Ah, hier. Aha. Bei uns daheim, oder was? Ja dann, da rein. Darauf. Immer ins Badezimmer, was ist da drin? Ein Scheißdeckel. Gar nichts. Oh, hat da was vergessen. Schau das an. Sorgfältig gefalteter Brief. Sehr geehrte Frau Schulzka, ich will ehrlich sein, Sie sind nicht meine erste Wahl. Sie sind nicht außergewöhnlich schön. Mich irritiert Ihr starker Unabhängigkeitsdrang und Ihre Neigung, Hose zu tragen, und der verärgerte Gesichtsausdruck, den Sie häufig zur Schau stellen, lässt Ihre Augenbrauen wie wütende Dachse aussehen. Überdies sind Sie auch noch intelligent, was bei einer Frau nichts Gutes verheißt. Wir wissen beide, dass mir ein Leben mit Ihnen unablässige Kopfschmerzen und unzählige Unabhängigkeiten bereiten würde. Trotzdem bin ich bereit, um Ihre Hand anzuhalten. Was ist denn das für ein Trottel? In Anbetracht der oben angeführten Tatsachen halte ich mein Angebot für mehr als großzügig. Bitte denken Sie gut darüber nach. Den kannst du ja nur in Wien schicken, diesen Volltrottel, oder? Ich meine, was ist denn das für ein... Den haben sie ins Hirn geschissen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, sie nimmt den Brief und verbrennt ihn. Wenn ihn gleich verbrennen, soll er nicht dahin legen. Allein wie er schreibt, müsste sogar in der damaligen Zeit die Dame aus der Fassung bringen. Den Schürhaken näher an sich. Oh, kabbalistischer Text. In dem langen, komplizierten Text wird beschrieben, dass einzig die Söhne Abrahams Geschöpfen aus Leben einhauchen können, ein Paradebeispiel für Frauenfeindlichkeit. Er wirft das Buch wütend auf den Tisch und blättert mit zitternden Händen durch dessen Seiten, die dabei einreißen. Er ist frustriert, er hält inne, um über den Fluch Abrahams nachzudenken, mit dem er belegt wurde. Es muss doch eine Lösung geben. Gut, das ist der Vater, der dem Lehmfluch nachgeht. Besitzurkunde, eine Liste der vielen Immobilien, die meinem Vater gehörten, allesamt an bekannten Adressen in der Stadt und im Umland, alle bis auf ein. An einem Brief scheint nichts Besonderes zu sein, merkwürdig, dass ihn niemand weggeschmissen hat. Unter den ordentlichen Buchstaben pulsiert eine tiefe, verborgene thaumaturgische Nachricht. Suchst du einen Kabbalisten außerhalb Warschaus? Spaß dir. Einer der besten ist in der Nähe als du denkst. Isaak Sofa in der Synagoge. Ah, da waren wir schon in der Synagoge, glaube ich. Die haben wir doch begutachtet, oder? Oh, schau. I have to find their meeting place. Eine unscheinbare Holzkiste ohne besondere Merkmale. Die Kiste scheint leer zu sein, doch an ihrem Boden ruht ein klarer und deutlicher Gedanke, der nicht zufällig hinterlassen wurde, sondern sorgsam im meisterhaften Verstand eines Thaumaturgen dort platziert wurde. Er enthält eine kurze Botschaft. Wir sollten uns treffen.
Eine verdächtige Adresse und eine Botschaft, die nur von Thaumaturgen gelesen werden kann. Ich wittere Geheimnisse und Verschwörungen. Das ist genau das, worüber Konetschkin und Svetlana geredet haben. Ich sollte mich dort umschauen. In dem zylindrischen Medaillon verbirgt sich ein hebräischer Schutzzauber. Die ins Amulett eingravierten Worte strahlen Reue aus und die magische, im Anhänger eingeschlossene Botschaft flüstert warnend. Das Echo des Golem-Flugs riecht nach dunkler Kabbala und Zerknirschtheit. Ich fühle noch etwas, eine Spur, ich erkenne sie. Sie war in den Ruinen des Mietshauses unter dem Vaterstab. Rabbi Sofa, den Fluch des Golems gewirkt und diesen auf Vater angesetzt. Sehr interessant, vor allem da die beiden vermeintlich Freunde gewesen waren. Andererseits verstand sich Vater wie kein zweiter darauf, wichtige Beziehungen zu ruinieren. Es überrascht mich also nicht wirklich. Ich muss nach Mirov aufbrechen, wenn ich den Golem loswerden möchte. Ja, dann werden wir mal dorthin gehen. Bitte. Aber schauen wir nochmal da, vielleicht ist ja da noch irgendwas Neues. Die ist auch überall, wo wir sind. He? Das ist auch Stalkerin. He? So, die Hauswirtin. Oh, was? Ist da nach hinten raus. Der Garten. Ist ja da irgendwas? Ist ja da irgendwas? Na, da ist doch nichts. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist da eine Art Spielplatz für Kinder. Erinnern wir uns vielleicht an die Vergangenheit? Aber offensichtlich nicht. Auch okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier, müssen wir den südlichen Teil für die Freunde und den Golem in den anderen Teil. Wir werden jetzt aber mal die Freunde suchen. Den Thaumaturgen-Treffpunkt uns anschauen. Dann nach Mira. Das ist normal, dass die CPU plötzlich 90 Grad hat. Ja, jetzt wieder 27, 72. Also eigentlich nie unter 60. Trotz dieser All-in-One-Wasserkühlung. Das macht mir langsam Gedanken. Aber es ist trotzdem urleise, also scheinbar ist das... Scheinbar könnte... Naja. Liebe Lucia, nach langen Reisen bin ich glücklich im Hotel angekommen und habe mich bereits eingerichtet. Es stimmt, was man über die Gediegenheiten und die Annehmlichkeiten sagt. Es gibt einen stattlichen Ballsaal, ein Restaurant mit elegantem Dekor und einem hübschen Wintergarten. Das Allerbeste, man muss keine Treppen zu seinen Zimmern aufsteigen. Vielleicht schließt du dich mir hier an. Ich bleibe noch 2 Wochen. A postcard. Warte mal. Da ist doch noch was. Freue mich weiterhin bester Gesundheit, auch wenn das Leben als Reisender sein Tribut fordert. Die feuchte Luft hier und die Schwüle setzen mir zu und ich denke oft ans Land zurück, um dorthin zurückzukehren. Ich habe noch einige letzte Dinge zu erledigen, darunter die Sache aus meinem letzten Brief. Ich habe endlich mein Ziel erreicht und Warschau wie die gefürchteten Dämonenmasken sehen. Was? Endlich mein Ziel erreicht und Warschau wird die gefürchteten Dämonenmasken sehen. Wir haben sogar schon ein Datum, den 15. September. Ich hoffe, wir können ein Spektakel gemeinsam ansehen. Ah, das ist da unten, oder? Soll ich die jetzt schnell beenden? Die beenden. Wenn wir schon da sind. Machen wir mal diese Stadtsachen weiter. Wir sind immer ganz schnell fertig. Andere ist ja das, was? Nein, Hauptquest. Hauptquest machen wir weiter. Stimmt, wir haben das Nebenquest ja schon erledigt. Beschädigtes Plakat. Theater Kohn. 19:30 Uhr.
Aber eh hier. Wo soll das sein? Das Theater. So alles hin. Da ist es. Oder nein? Ja, der Programm. Well, there we have it. Eine Liste von Stücken des Theaters. Darunter eine Aufführung der Theatergruppe aus Thailand. Am 15. um 19:30 Uhr Dämonenmasken. Ja, was ist hier? Since we keep following one another around, maybe we should introduce ourselves. What are you talking about? I've got the impression that I've caught you gents' attention. I'm curious why. Don't you know where curiosity like that can get you? It'll cause you nothing but trouble. Was wollen die von mir? Maybe we'll meet again. Wir könnten es zusammenschlagen. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht gleich zusammenschlagen, oder? Aha, in den Falten der Zeitung haben sich bittere Reflexionen über die Frage angesammelt, ob es angemessen war, das Foto auf Konetschkins Schreibtisch zu kommentieren. Die Schlussfolgerung, es war ein Fehler und als Strafe hat er nun die beschissene Aufgabe, diesen reichen Jüngling zu beschatten. Nur eines kann sein Leiden beenden, er braucht schnellstmöglich ein paar kompromittierende Informationen. Das Apartment. Eine Zigarette, die von geschickten Händen gerollt wurde. Um den Stummel der perfekten gerollten Zigarette haben sich Gedanken gewickelt, die so bitter sind wie der minderwertige Tabak, den sie umschließen. Sie sind durchdrungen von der deprimierenden Gewissheit, dass sich auch morgen nichts ändern wird. Er träumt von einer komfortablen Wohnung, eleganter Kleidung, von all den Dingen, die man sich vom Gehalt eines Okrana-Agenten nicht leisten kann. Still here, gentlemen? Please don't look for trouble. Ich werde dich jetzt mit Ehren besiegen. You guys are so devoted. Is the pay worth so much hard work? Maybe it's time to fight for a raise. I don't want to keep mucking around in this crap. Not for this kind of money. Following some spoiled brat around, standing for hours outside people's windows. And God alone knows what for. Not for this kind of money. Wait up. I'm not gonna stand here on my own with him. Let's talk to the chief. Sehr gut. Wenn wir schon da sind, gehen wir da auch rein. I had no idea about this place. Ja. Schauen wir mal, was da ist. This trace. Dieselbe Bedachtsamkeit, dieselbe Präzision. Ich kenne diese Spur, sie klebt auch an der Kiste des Vorratszimmers meines Vaters. Der Kaffeeliebhaber, die Person, die sich mit meinem Vater treffen wollte, ist anscheinend ein Arzt mit Kontakt zu Revolutionären. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Stanislav Schulski in Begriff der Umsicht und der Fügsamkeit subversive Elemente zu einem Freund zählte. Ich muss diesen Arzt unbedingt kennenlernen. In einer Tasse befinden sich die Worte des bedachtsam gewählten, präzise gewählt. Das haben wir doch gerade gelesen. Einst ein Teller, nun Scherbenhaufen. Die Scherben zittern vor Wut. Es war ein ruhiges Gespräch, das plötzlich umschlug. Die Emotionen kochten hoch, Manieren wurden vergessen. Über allem hing der Geruch von teurem Tabak, Enttäuschung und grenzenlosen Ambitionen. Was einst mit der Eigenheit gebildete, zerbrach unwiederbringlich in 1000 Teile. Die Spur ist unverkennbar. Tabak, Enttäuschung und grenzenlose Ambitionen. Mein Vater war eindeutig hier. Hier hat er sich mit den zwielichtigen Freunden getroffen.
Hello, sweet secret. Die Wärme der Schabbatkerzen, die Freude und der Stolz, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ich kenne diese Spur, sie gehört dem Rabbi-Sofa. Einer mysteriösen Freundin meines Vaters, dessen Amulett ich zu Hause im Arbeitszimmer fand. Die Kekse sind mit einem Dilemma gefüllt, seine Hosen werden nämlich immer enger, vor allem an der Taille, aber es ist nun einmal Purim. Und das muss gefeiert werden. Und was wäre ein Fest ohne Süßes? Ein Fest ohne Süßes ist kein Fest und ein Rabbi muss Purim feiern, nicht nur für sich selbst, sondern auch als Vorbild für die anderen. Es gehört sich nun einmal, es ist seine Pflicht. Okay. So, Upir, was geht? I think that's everything now. So, besides father, there were two more. A candy lover and a coffee lover. Konieczkin must have had one of them in mind. The one with the sweet tooth looks like a rabbi. I should look for him in the synagogue. Ja, The coffee lover, meanwhile. Also nicht ihn, That's sondern what I doch. call you now. The doctor. Because you help rabbis and people the hospital is off limits to. Rebels and revolutionaries. Luckily, I know someone who matches the description. Maybe we'll find out what she needed that ammunition for. Come on, we'll be careful. Time to get some donuts so that Ritz. Ja, überredet seinen Upir mit Donuts. Nicht schlecht. So, aber wir gehen jetzt trotzdem dem anderen nach. Den Stadtzeug. Dass wir das dann noch verlieren. Ja, da ist was. Da ist was. Architektenzeichnung und ein Brief. Ich bestätige unsere gestrige Absprache mit der Gestaltung der Galerie ist sehr elegant und wir nehmen sie rückhaltlos an. Allerdings sollte das Grand Hotel etwas haben, das die Gäste begeistert. Geld spielt dabei keine Rolle. Nur dann. Und Geld keine Rolle spielt, kannst du sie mir schenken. Ja? Ich hab nichts dagegen. Halstuch. Hübsch. Das muss Satin sein. Satin ist ja keine Seide, oder? Also es ist halt, was ist das? Minderwertig, oder? Sie nahm sein liebstes Halstuch und eilte voraus zum Park und dem Gebüsch, rief den schwarzen Satin fester und spürte die Schmetterlinge im Bauch. Wahrlich verfolgte er sie. Oder zumindest hoffte sie das. Aha, sie hoffte. Brief mit einer Bestellung. Herr Lubetschki. Ich möchte Sie bitten, die Elektroinstallation des Grand Hotels zu prüfen. Die Angelegenheit ist von höchster Dringlichkeit. Die Prüfung muss vor der offiziellen Eröffnung abgeschlossen sein. Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich. Das neue Grand Hotel wartet mit einer prachtvollen Besonderheit auf, die mit Strom betrieben wird und den Verkehr zwischen den Etagen erleichtert. Ein Lift. Oh, ein Lift. Müssen Sie sich ja anschauen. Das ist er. You want to quote me? Then start writing. Here goes a poem. If I want poetry, I'll read some Konopnicka. In Śródmieście, the bastards went on strike. And that's something I don't like. So I grab an axe in my hand. This is a serious story. Workers deserve some respect. Shut the fuck up and write. I grab an axe in my hand and... Victor, give me a rhyme. Was? I'll solve it peacefully with no ferment. That's a shitty rhyme. Thank you, WS. Mr. Niedzitz has no respect for the proletariat's struggle. They Ist mainly dem so. struggle with vodka in Ja my dann. bar. Dann gut. Aber es gibt doch dieses Satin-Unterhosen, oder? Das ist ja immer so Plastik.
Satire-Unterhosen sind doch immer so Plastikscheiß, oder? Schauen wir mal. Was ist das da? Bei Frauen zum Beispiel. Satire-Bügel-BH. Ja, okay, gut zu wissen, Mr. Black Sun, da haben Sie mich aufgeklärt. Hier lernt man mehr als in jeder Schule. Ja. Aber, das für mich ist, also wenn ich Satire höre und lese, kannst du dir sicher sein, wenn du dann auf die Stoffe schaust, aus was das besteht, dass es dann eben aus Polyester ist. Oder anderen synthetischen Materialien. Und nie aus Seide. Schau dich um bei H&M etc. Wenn da Satire steht, Boxershort Satire, ist das Polyester oder irgendein Plastikscheiß. Und zwar immer. Seide. Von mir aus dann aus, aber wenn du es irgendwo siehst, Satire, das ist sicher sein, das ist Plastik. Also in den meisten Geschäften, die man so geht. Gehen zum Satiristen. Richtig. Wir gehen direkt zu den Seidenspinnern. Raupen. Wir reden mit den The press has Raupen. its limitations, WS. But we journalists at least try to make a change, unlike many others. What was that about? Don't worry. It's just a shitty situation. Der Typ ist super. Dauernd Do you wanna saufen, come by for dauernd a Party. I can tell you all about it then. Nicht schon wieder, dann sind wir wieder hinig. Ja, okay. Sure, lead the way. Wir kommen da sicher wieder hinig zu Schwestern, dann müssen sie uns auslösen. Well, Oder auch nicht. speak. WS? Seriously? How lame is that? Anyway. The sewers in the neighborhood were commissioned by Neumeier, but the workers just dug it all up, and now they're on strike, or wandering around. And when I send my shivs after them, more flood in. Do something before I kill them all. Aha, klar. So who is Der that Weg bleibt mir Neumann? verschlossen. He came from Germany. Decent fellow. They say he's got some experience in that sort of enterprise. Since when do you regard decent people? Since the sounds of construction keep banging in my ears. The guy has an office on Poznańska Street. You'll see a sign. Why are the workers on strike? Neumeier, their employer, fired a few of Damals them, war das so the sicher guys aus got Seide. pissed and started a riot. Maybe I could talk to them. Der Schal. Be my guest. Those that were fired are hanging out in my bar and drinking. And those who still have jobs, you can find them in the southern part of the district. Follow those trenches they dug. You won't miss them. I'll see what I can do. Good. Whatever makes them go back to work. Whether you do some hocus pocus or send a Hocus demon pocus. after one of them, I don't mind. How about we come up with some buddy names for us? Bitte nicht. Ja, okay. Great idea. I'll leave it up to you. Weil es uns wurscht Man, ist. I won't let Und you er freut sich. So ist es. So, aber eigentlich wollte ich das Meisterstück anschauen, aber was ist hier? Hey, whoa, stop making faces and buy another round. We need to drink to Neumeier breaking his stupid face. And where do I get the dough? Besides, I ain't a wooer. Easy there, or you're going to pop a vein. Let's get some shots to warm us up. Although you've got your lady love for that, right? Go Auch eigen? Naja, das muss man wohl sein. What do you want? Weiß Oi, geht nicht. Janusz, we've got company. Is he buying or just making a fuss? I'm impressed with the male bonding that Bei den you Hoodie, apparently echt? Nicht? share. Ja, Hoodies sind okay. Seems Nur habe ich ihn nie solitary, auf, den Hoodie. magnificent. Also das da oben. Oi, Janusz, is he like making advances at us? Ach so.
Ein kaputt. Ja, das ist ja dasselbe. Weird for my taste. Oder? Marionic? Achso, wegen des Wortes. If he buys Es us ist mir wieder vodka, we wurscht. can cuddle. Vodka with working people. Anytime, any place, and with respect. It's on me. In that case, all is fine and dandy, my dear friend. Wait, Marionic, wait, it's too much. I mean, too much manana. What? Ich habe keine Ahnung, was eine Wollstrockmütze ist. I'm a socialist. The proletariat carries the weight of the world on its shoulders and deserves respect for that. Zipfel haben. Achso. Good man. It's our blood, Zipfelmütze, sweat ja. and tears building these Habe ich nie cities. auf. They're giving us the sack. Mir ist eigentlich nie kalt. Yeah. I wonder who's gonna dig these shitholes now. Maybe Neumeier will roll up the sleeves of his fancy get-up and start grubbing around in the mud. What do you care? You get a new strumpet and won't even tell your friend who she is. Keep your trap shut. We're not alone. Why? He's a grown man. I bet he goes to a body house too. Ask anything. Don't mind Janusz. Nach dem Grund für die Entlassung fragen, nach der geliebten Janusz fragen. So Janusz's new friend, is he ashamed of her or what? How should I know? Back in the day, we always knew when one of the guys had a new girl. And Das this hatte one ich zum Glück bis jetzt noch won't nicht. breathe a Und nie. word. I told you to shut your mouth, didn't I? He just keeps boiling. I don't know why. Maybe she's ugly. Das hat mich bis jetzt ja verschont. She's die not kaputten ugly. Ohren. I just don't want to talk about it, that's all. He's fucking sensitive like that. Aufkeimende Liebe. Anscheinend hat Janusz kürzlich entlassen, wurde eine Affäre begonnen, um den Schmerz der plötzlichen Arbeitslosigkeit zu lindern. Why will you let go? Just some bullshit. Nothing to talk about. Doesn't matter why. The point is, we were fired. And now there's a strike. But of course it matters. Just between you and me, the vodka is coming. All right. You fired us because he's a kraut and a scumbag. Imagine a ban on drinking at work. Nein! Man darf, das ist eine Frechheit. Das hat es bei uns doch bis in die 90er gegeben, dass die Leute gesoffen haben beim Arbeitsplatz. Und da wollten sie es abschaffen. It's good that the lads went on strike. Very good. A strike? Sounds serious. Well, after the layoffs, the lads got together and said they wouldn't do double the work. And it all happened thanks to Rutkowski. Here's our leader, a good lad. Yeah, Rutkowski's an angel. You're always scowling at him. Look at him. He picked himself up a little sweetie pie. He doesn't care about the workers' cause no more. Shut your pie hole. There's no gal. You gentlemen should know it best. Why do these works take so long? Because it's poorly organized. And it all got fucked up somehow. Managing people requires some skills, sir. It doesn't just happen. It's also slapdash all the time. Das ist schlecht, As ne? promised, vodka on me. Enjoy. Enjoy. So. Dann wir kurz Pause machen. Können wir was zum Trinken? Geh auf die Toilette, tut dasselbe. Trinkt 400 Liter am Tag. Danke, bis gleich.
So. Das haben wir wieder. Fortfahren. Was mache ich hier eigentlich? Das ist dieses andere. Das ist dieses... Was ist das? Das ist das Nebenquest, oder? Feierabend. Dankenspur. Daher. Nein! Fatal Error. Scheiße. Okay, neu starten. Das zweite Mal, dass das passiert ist. Gut, ist zu verzeihen. Vexan, ist das normal, dass meine CPU auf 91 Grad hochgeht, dann wieder runter auf 81, dann auf 70 bei einer Load von 2%? Oder keine Ahnung, er zeigt halt jetzt 4% an. Jetzt hat er 80 Grad gerade in dem Moment. 75. 78. Aber die Lüfter drehen auch gar nicht nach oben. Es ist fast leise. 70 Grad jetzt. Die Grafikkarte hat dafür 40 Grad. Die Grafikkarte hat 40 Grad. Danke, Abschied. Jetzt hat die Grafikkarte 45 Grad. Und die CPU beinahe 70, 76, 70, 68. Bewege ich den Mauszeiger 76, 79, 66. Das geht die ganze Zeit so hin und her. Das macht mich wahnsinnig. Und das trotz dieser All-in-One Wasserkühlung. Aber er ist auch urleise. Er fährt auch nicht voll rein mit den Lüftern, kommt mir vor. Der Brief riecht süß. Wenn ich den Sinne-Bench oder Sign-Bench, oder das heißt den Benchmark-Test mache, dann komme ich auf 95 Grad stabil. 95 Grad geradeaus. Das ist die Hölle. Aber dann taktet er auch runter natürlich. Im Moment hat er 5455 Megahertz. Der Brief riecht süß und saftig, mit einem Hauch von feuriger Schärfe, die Langeweile vertreibt. Er riecht wie die Frucht eines verbotenen Baumes, die Liebenden griffen gierig danach, gleichgültig gegenüber den Leid, die andere damit antaten. Für sie zählte nur die Erregung und ihr Adrenalin. Die Nachricht genauer anschauen. Mrs. Rutkowska for Sweetie Janusz. 68 Grad, Auslastung 1%. I'm only touching. You scumbag! Oh je, wie man Kampf After hat. my fist touches your face, even your own mother won't recognize you. Ja, okay, dann ich sie halt zu Brei schlagen. Jetzt haben wir 69 Grad bei 3% Auslastung. Das ist halt überhaupt sehr seltsam. Hm? Die Auslastung stimmt nicht. Die Auslastungsanzeige des Intel-Cores stimmt nicht mit der Auslastungsanzeige von den Task Manager überein. Also die Auslastungsanzeige über das Dashboard meiner Wasserkühlung zeigt nicht dieselbe Auslastung. Gut, okay. Wenn wir jetzt im Spiel sind, ich sag dir das jetzt. Wir haben jetzt 24% CPU-Auslastung, 5,4 GHz. Und eine Temperatur von 66 Grad. 75, 63, 77, 63. GPU Auslastung 40%, 46 Grad. Also die GPU ist leibend. Sie haben es gut produziert. Die Nvidias. Ja? Die Nvidias. So. Na, dann machen wir mal die 3 da fertig, diese Heiseln. Ja, gleich mal. Was ist das da? Gut. Fahren wir gleich eine. Zack. Da fahren wir gleich eine. Das mit den 2%, wo man das anzeigt, weiß nicht, was das sein soll.
So, ja stimmt, der war geschützt. Oh, ich bin ein Depp. Voll verkackt. So, dann ist der hin, hoffe ich. Dreh ihn auf. Jawoll! Jawoll! Das haben wir gut gemacht. 2 in einem. Dann komm her. Weg! Wie mir ausgeschaut. So, aber machen wir mal das Hotel jetzt. Wenn wir da schon dabei sind. Das nehme ich gleich nicht mehr an. Ein Kristallaufzug, Kunst und Technik erfolgreich vereint. Kristallaufzug ist natürlich schon was Feines. Was Feineres, nicht? Als einfach nur ein Aufzug. Ich hätte auch gerne einen Kristallaufzug, bitteschön. Ja. Theatrales Durcheinander. Oh, das ist am Friedhof oben. Na, das machen wir jetzt nicht. Am Friedhof werden wir nicht gehen. Dann machen wir den Feierabend, oder? Muss ja hier sein. Genau. Aha, 2 Wege. Beenden wir den Streik halt irgendwie, aber wie? Well, this is negotiation, so let's negotiate. You won't finish the job without us. That's the truth. Mr. Neumeier? Nicht jetzt. How many times do I have to tell you? This can't Nicht be done. jetzt. It doesn't work like that. That's not how you do Geschäfte. Listen, sir, we won't give up. Either you can take back the men you fired, or you can say goodbye to the workers you've got left. You can build these sewers yourself, you lousy capitalist asshole. Rude! This is just gutter talk, not negotiations. Beide Seiten sind fest entschlossen, ihre Ziele zu erreichen und weichen keinen Millimeter davon ab. Ich werde wohl etwas nachhelfen. Versuchen, die Wogen zu klettern. The gutter is quite fitting, actually. You're building the sewers, after all. Kommt nicht so gut an, hä? It's a joke. Who are you and what do you want? Ich glaube, der Witz war nicht gut. I wanted to talk to you. Zeit ist Geld. I don't have time. Neither for you nor for these negotiations. Let's go back to work. No. Lads, the strike's still on.
We're not touching the work. It's knock-off time until further notice. Na schon. Maybe now you can spare me a moment? Not here. Follow me, please. I bet you regret those layoffs now, don't you? Better hair. I deal with that Better kind of hair. aggression every day. I got used to it. Zeit ist Geld. What brings you here? Alter, wenn er nochmal Zeit ist Geld sagt, hau ich ihm einen in die Goschen. Ich sag's euch. Was ist mit ihm? Why did the workers go on strike? Sir, I fired those who drank Bitte, at sag's work nochmal. and everyone suddenly went mad. Ihr Polen. I don't understand you. Ja, It's lern time halt to die bring this Sprache, dann country into the verstehst du uns. 20th century. In Germany, it's unthinkable to drink vodka at work. So, what's the story with those layoffs? I don't like inaction. So when I set new rules and people kept drinking, I gave them an ultimatum. And how much time did you give them to adapt to the new rules? What do you mean? There's action and there's reaction. I set the new rules on Monday, and on Wednesday, I let them go. Naja. What you did was stupid. Are you standing up for these drunkards? What, are you a socialist? That's not the point. You can't expect these people to change overnight. What do you mean by aggression? I'm talking about that troglodyte, that Rude guy. Diesen Mistkerl. What did you do? He smeared my office windows with shit. Scheiße. I know it was him. I know it. I have no proof, but I know it. Can you imagine that Gestank? That Stink? Das ist wirklich grauslich, ja? Das ist grauslich. Herr Rotkopf zieht es vor, mit den Fäusten zu sprechen und hegt eindeutig keinerlei Sympathien für Neumeier. I'll get going. I had my reasons, mostly concerning work ethics, but there are always many factors involved. Es ist kompliziert. You know what it's like. Es ist halt kompliziert, oder? Ja? Can I take a moment of your time? Ja, er ist im Streik, also wird er wohl Zeit haben. There's a clown. You want to hear something funny? I'll tell you. Forget it, Rude. Don't waste your breath. No, I'll say it. My sister will end up in the street with 5 kids, penniless. And there's no way I can help her. Well, do you find it funny? Nein. It's quite ironic, though. Get the fuck out, or I'll smack you so hard, I'll turn your nose into a bloody mess. It's all because of that dickhead Neumeier. I'll kill that motherfucker. Okay. So Neumeier never tried to find a solution? German Ordnung stifles the proletariat, you might say? That's what it looks like. And that's what we're saying. I can see I'm not the only one who wants to talk to you. I don't like crowds. I'll come back to you later. Do you have another joke to tell? Yep. Not this time. I wanted to talk. Go ahead, ask. I don't have anything to do anyway. I thought that Rude of yours would go at Neumeier. You would want to smash Neumeier's head too, if you were him. He's a good guy. He just does what everyone else feels. What do you mean? His brother-in-law used to work here too. Good lad, but he had an unhealthy relationship with booze, and when he lost his job, he went on a binge. Ruda's sister, De Bruckner, has 5 kids with him. The youngest is 8 months old. Now you understand? We won't start working until the lads go back to work. Are you friends with Mr. Fagin? No, but at least he's trying to cover the issue fairly. What the censorship will do with it is another story, though.
Do you know anything more about him? Even if I knew, I wouldn't say. I wanted to know the story behind those layoffs, from your point of view. The story. The story. Sir, this is all bullshit. That's the whole story. You know that Neumeier banned drinking at work. Genau. He mentioned it, but he suggested it wasn't the only reason. Well, there you go. He said it himself. The cat's out of the bag. The drinking Also wasn't why he nicht. fired those people. Ja, das ist natürlich blöd. Then what was it? I don't care. People end up in the streets, families get deprived of their livelihoods, and that bastard plays the angel. I won't have it. None of us will work until all the boys are back. Das ist eine verzwickte Situation. Das ist eine verschissene, verzwickte Situation. Auf der Brotbüchse prangt sein Name. Rudowski. Die Brotbüchse strahlt Leere aus. Die Liebe sollte doch ewig währen. Sie wollten doch gemeinsam alt werden und langsame Spaziergänge zum Markt unternehmen, um ihr Liebesbrot zu kaufen. Statt Lieblingsbrot zu kaufen. Stattdessen regieren Einsamkeit und Trauer, Routine und Wut und weit breit kein Butterbrot. Jemand war sehr ungezogen. Während Rudowski sich um die Wiedereinstellung seiner Kollegen bemühte, vergnügte sich Janusz mit dessen Frau. Ja, genau. Aber den Janusz haben wir eh. Gotschen Card. Jetzt hier. Broschüre von den Vorzügen der Badehäuser. Wir sind jetzt überzeugt, dass die Weitverbreitung von Badehäusern einen großen Anteil an der Ausmerzung der Verschwendung unter der Bevölkerung haben wird und viele Krankheiten und Schwächen tilgen, Behandlungskosten senken und die Förderung des gesunden, festen, kräftigen und produktiven Volkes beitragen kann. Je schwieriger unsere Lebensumstände werden, desto mehr müssen wir uns baden. Doch wir beobachten, dass die Menschen schwächer werden. Die Nation zu heilen, ihre Vitalität und ihren Mut zu stützen, das ist unsere oberste Pflicht. Ein gesunder Geist kann nur mit einem gesunden Körper wachsen und eine häufige Benutzung der Badehäuser ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit. Streik bei Neumeier. Über den Unternehmen von Wolfgang Neumeier ziehen dunkle Wolken auf. Aufgrund der von ihm eingeführten Veränderungen war Herr Neumeier gezwungen, die Hälfte seiner Belegschaft zu entlassen. Darauf folgten allerdings lautstarke Proteste und übrige Angestellten streiken und weigern sich zur Arbeit zu erscheinen. Die Kollegen wieder eingestellt werden. Die Verhandlungen laufen, allerdings möchte keine der beiden Seiten nachgeben. Die Anführer des Streiks setzen sich dabei nicht nur für die Kollegen ein, sondern stellen auch zusätzliche Forderungen. Höhere Löhne und eine 90-minütige Mittagspause. Der Konflikt wird sich in die gesamte Stadt ausweiten, da der Bau des Abwassers zum Stillstand gekommen ist. Okay. Das Büro ist geschlossen, wir bitten alle Kunden später wiederzukommen. Eine Notiz an der Tür weist darauf hin, dass das Büro aufs Weitere geschlossen ist. Dies behutsam gezeichneten Buchstaben des Textes zittern förmlich durch den Stress, der an ihnen zerrt. Neumeiers Anspannung hat Kurven abgeflacht und gerade Linien gekrümmt und seine Furcht vor den Folgen des Gesprächs mit den Arbeitern hat die Punkte der angstgedrängten Kleckse verwandelt. Neumeier hat sich aufgemacht, um mit den streikenden Arbeitern zu verhandeln. Ich nehme stark an, dass er nicht gerade in versöhnlicher Stimmung war. Dem Büro ist bis morgen geschlossen, wodurch sich mir vielleicht eine Möglichkeit bietet. Über der prachtvollen Holztür schweben einige Worte. Sie sind federleicht wie Staubflocken und flüstern etwas von einem großen Geheimnis, von einem geheimen Versteck, das niemand kennt. Unter einer Betonplatte fernab neugieriger Blicke liegt der Ersatzschlüssel. Das Büro ist abgeschlossen, aber ich habe zufälligerweise den Ersatzschlüssel gefunden. Das ist cool. Was ist das hier? Eimer. Er ist randvoll mit Gülle. Was hatte ich anders erwartet? Die feuchten Ausscheidungen treffen mit einem herrlichen Klatschen auf das Glas. Dies ist für den entlassenen Schwager, der seinen Kummer ersäuft. Dies ist für die Schwester, die in der Gosse landen wird. Dies ist für den Kummer, das Unrecht, die Strapazen, die einfachen Leute wegen Neumeier diesen Arschloch erleiden und wegen Geld stinken. Der Rotkopf ist ein Aufwiegler, der Neumeier hasst.
könnte ihn problemlos dazu bringen, seinen Chef anzugreifen. Das ist sinnvoll. Haben wir hier noch irgendwas? Ich werde einmal ins Büro gehen. Haben wir gespeichert? Ich speichere kurz. Ich mal rein. I'll do some exploring. Das ist zwar ein Einbruch, aber naja gut, was soll man machen? Kaufangebote. Jemand bietet eine beträchtliche Summe für den Hannoveraner Vollbluthengst im herrlichen Namen Fallos. Der Fallos. Fallos? Fallos. Über dem Angebot schwirren Verwünschungen und Kraftausdrücke. Es sind Worte der Leidenschaft und Überzeugung. Die Unterhose des Kaufinteressanten mögen auf ewig jucken und scheuern und das Pferd möge ihn an den Allerwertesten beißen. Er steht nicht zum Verkauf. Der Bucephalus. Ein Gemälde mit dem Titel Bucephalus. Oh, schau, wie süß das Pferd. Über dem Bild schweben die Worte des stolzen Besitzers eines Vollblutpferdes. Ein Pferd, das nicht trabt, sondern gleitet, das nicht springt, sondern fliegt, dessen Nüstern so weich wie eine Wolke sind. Ein Pferd, das allen anderen Pferden wirklich in sämtlichen Belangen deutlich überlegen ist. Es ist das Pferd der Pferde offensichtlich. Das Pferd. Es ist das Pferd. Herrlich. Auf dem Telefon sind fettige Fingerabdrücke zu sehen. Aus dem Telefonhörer quillen Worte der Enttäuschung und der Resignation. Sie erzählen einen Kredit, der fast gewährt wurde, aber nicht zustande kam, von enttäuschten Hoffnungen und der Erkenntnis, dass dies wahrscheinlich die letzte Chance für den Kredit war. Ich glaube, der Neumauer geht ein. Deswegen muss er die Leute entlassen, weil er halt zu wenig Geld hat, sie zu bezahlen, wetten. Kassenbuch. Zeilen und das Spalten des Kassenbuchs offenbaren die traurige Wahrheit. Profite und Verluste gleichen sich nicht aus. Worte tiefer Verzweiflung und Entschlossenheit sind zwischen den Buchseiten verstreut. Er muss Leute entlassen, anders geht es nicht. Aber er muss den Schein wahren, er braucht einen Vorwand. Trinken bei der Arbeit, niemand wird Trunkenbolde mitleiden, niemand wird Tränen vergießen. Sag ja, das war der Grund. Hat kein Geld, der Trottel. Die Lösung für Neumeyers Problem liegt genau darin vor seiner Nase. Der Erlös aus dem Verkauf des Pferdes würde sämtliche Liquiditätsdenkpässe beseitigen, nur er möchte das Pferd nicht verkaufen. Und leider ist der Gedanke für ihn anschließend aus schmerzvoll. Zum Glück bin ich in der Lage, den Kummer des Pfeffersacks zu lindern. The telephone. Schauen wir mal. Hello? This thing doesn't work. Hello? Hello? What the hell with this fucking technology? Aha. So dumm von uns, hätten wir doch was gesagt. So, das heißt, ich könnte ihn manipulieren, ihn anzugreifen. Ich könnte ihn manipulieren. Ah, da können wir noch mit dem reden. Have you learned anything? Actually, I wanted to ask you myself about Neumeier. You scratch my back and I'll scratch yours? Fine. Wolfgang Neumeier, born 1858, father Klaus, mother Anna, younger son, runs the local branch of his father's empire. What else? He has a reputation as a successful entrepreneur, but I don't think that's valid anymore. He eats dumplings for dinner and doesn't add sugar to his tea. Shoe size 41. What the fuck, das wär's alles? That's quite impressive. Your turn. What do you know? Er ist pleite. I got to an offer that Neumeier recently received. Someone wanted to buy his horse, with a charming name Bucephalus. Right. Of course it had to be a horse. Rich people are so predictable. No offense. The city still has no sewer system. Families end up in the streets, while Aber es geht einen Neumeier would rather keep a purebred stallion than secure people's livelihood. That's how it will read. Can you give me that offer?
You can't put it like that. What was the man supposed to do? Sell his own possessions to save the company? It's his company, WS. He got into debt, so he should save it. Contrary to what rich people believe, it is possible to live without a purebred stallion and champagne. Da hat recht. Besides, this document is something more. It's leverage that the workers can use to force their demands. It's a change for the proletariat. We have to make it public, WS. Passt. You make it Mach mal. public. Maybe you can add a witty comment and quote Neumeier. I appreciate your knack for journalism, but I think Rutkowski is the one who would be the happiest to have this piece of paper. I'll give it to him. Oh, brav. Are you going to suggest blackmail? I'd rather call it an alternative, and if Neumeier refuses to cooperate, I'll write a nice and neat opinion piece about it. Thanks, WS. Warum auch nicht? Mr. Neumeier, I was able to find some sources clearly stating that despite your company's financial distress, you're living a life of luxury. Nonsense. I am a modest man. Das ist alles. Is that so? What about the money you spend on horses? On Bucephalus? I've heard you had a good buyer. Isn't the fate of workers and their families more important than a horse? A German magnate feeds on the suffering of Polish workers. You won't be a crowd favorite. But that's not true. Well, not quite. So ist es wirklich nicht. You cannot publish that. I don't have the documents, but my source tells me that Mr. Rutkowski has them. I bet he'll share them unless you two can reach an agreement. I would hurry if I were you. We're closing the issue at 5. Either you Ich hab den Streik haben wir beendet. the offer to buy Bucephalus will end up in the newspapers, along with Mr. Fagin's comment. Meine Herren, come here. You win. I'll suffer, but nobody cares about that. Was für ein Schicksal. He'll get a stroke. I did what was necessary to make you happy. I accept your conditions. You win. Hey! Now, get laboring. Na bitte, wieder was geschafft. Haben wir gut gemacht. Für die Arbeiter was erreicht. Also endlich dieser schreckliche Tunnel da, diese Kanalisation fertig wird. Das ist ja nicht zum Anschauen. Ja. Done. The wheels are in motion. I'm accepting compliments. I could kiss your forehead. How did you manage to do that? Let's just say some documents were leaked to the press that made Neumeier re-employ the people he'd fired. And your hands are clean. You're freaking me out. Believe it or not, I've been quite busy myself. Listen to this. Was? Spirit King and Phantom Prince. Or better yet, Oh Mann. Poet and Pilgrim. Ah, das ist besser. Get it? Ja, ja. Ja, ja. Super. You're the poet and I'm the pilgrim because I've traveled a lot? Ja, ja. You bet. And fuck that guy with his WS. So see you around, Pilgrim. So, das heißt, das Nebenquest haben wir beendet. Die Zwickmühle des Schneiders ist, glaube ich, noch nicht. Ja. Da ist nichts gerade. Da haben wir ein Badehaus. Gibt ein verkacktes Badehaus? Ja, dann. Finden wir mehr über das Badehaus heraus.
Oh, das reimt sich. Sie sind wunderschön gelb, beinahe golden, ein kaum merklicher Nebel aus Erinnerungen, die sich sehnsüchtig um die Blumen drängen. Er war aus Paris. Er überhäufte sie mit Blumen und flüsterte ihr süße Worte zu. Und dann verschwand er und hinterließ eine Leere und eine liebliche Schau, wann immer ihr Blick die Blumen streifte. Brief eines fantasiereichen Lesers. Lieber Karol, ich bin dir sehr böse wegen deiner Empfehlung, das Etablissement in der Jaroslimsky-Allee 42-2 aufzusuchen. Du irrst dich mit deiner Überzeugung, dass dein Besuch dort der Gesundheit zuträglich sei. Es ist ein Nährboden für Bakterien und Pilze. Angeblich wird alles jeden Tag gereinigt, aber irgendwie erfüllt mich der Gedanke mit Ekel in meinen Körper irgendwo einzutauchen, worin schon Dutzende Leute zuvor eingetaucht und sich eingeweicht haben. Bitte erspare mir zukünftig solch großzügige Ratschläge, Antoni. Gut, der lehnt eindeutig das Badehaus ab. Er ist verrückt. Er muss verrückt sein, wenn er das Badehaus ablehnt, oder? Was ist hier? Am I a magician or what? Pomade. Die Pomade riecht nach Begehren, sein Gesicht war in Marmor gemeißelt und sein pomadisierter Schnurrbart kunstvoll geformt. Er war distanziert, beinahe gleichgültig, aber seine Augen sagten mehr als 1000 Worte, wenn er sie sah. Übrigens, Dragon's Dogma, am Freitag wahrscheinlich. Und ich werde mich selbst kreieren. Anscheinend ist der Charaktereditor unglaublich gut und man kann die urviel Sachen und urgeile Sachen machen. Ich hoffe, sie haben einen langen Bart. Dann kann ich mich selbst machen. Wenn nicht, dann werde ich traurig sein. Weil dann ist er doch nicht so gut. Hier haben wir einen echten Pariser Mann mit Geschmack, ein subtiles Rascheln von Satin, ein Schnurrbart mit elegantem pomadisierter Locke, ein strenges Antlitz und leidenschaftliche Augen voller Verheißung goldener Berge und Wildblumen, ausgestreut vor den Füßen einer nackten Geliebten. So sollte man leben und wenn man es nicht kann, wenigstens das Leben eines Bonvenance im schicken Putz imitieren. Aha. Was sagt er? Bon vivant, ein guter, was auch immer. Oh. Da ist was. Der Tageskurier im Monat September Lesungen und Widmungen für Kinder von 8 bis 12 durch zum Beispiel Preis. Was? CBM-Preis? Kopeken in der Hauptfiliale des Buches bla 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 bla. Ah, zentrales Badehaus. Badehaus. Wir unterrichten hiermit darüber, dass das Badehaus wegen geplanter Renovierungen 3 Monate lang schließen wird. Besuchen Sie es bis Samstag. Lange noch möglich. In der Allee wissen wir eigentlich eh. Ein Heilbad. Ja dann, immerhin. Wo ist diese Allee? Hier? Ja, da ist es. Herrlich. Nächste Zeichnung. Fühle mich jetzt kräftiger und lebendiger. Schwer zu sagen, aber das warme Wasser hat meinem Verspannten körperlich sicher gut getan. Ein schönes Bild, herrlich, oder? Oh, schön, schön, schön. Herrlich. Ins Badehaus sollten wir auch wieder mal gehen, ja. Oh, oh, Herr Schneider. Ich glaube, wir haben wieder Mode. Wir haben wieder Mode entdeckt. Offenbar ist genügend... Ich weiß nicht, wo das mit dem Schneider weitergeht. Genügend Sidequests machen, also genügend Stadtquests machen, um dann diese Schneider Inspirationen zu finden. Ist es das?
Oh, da. La Mode Brisien. Floralmotive und Orientmuster sind der letzte Schrei in der Herrenmode. Wahre Eleganz und Klasse zeigt man jetzt mit gemusterten Westen und eleganten Elementen. Nach Wunsch der Leserschaft enthält diese Ausgabe auch einen ausführlichen Bericht über einen Besuch bei seinem Friseurmeister in Paris, der über die aktuellen Trendfrisuren spricht. Jetzt müssen wir eindeutig in den Nordteil fahren. Nachher dann nach Mirov und dann rauf, oder? Und dann rauf nach... Ah. Den Friedhof müssen wir auch. Ja. Aha, aha, aha. Neue Dinge. Neue Dinge, ja. Gehen mal zum Schneider. Es sind wirklich immer mehr Gäste da. Wir bringen ihm so viel Inspiration, dass er einfach so viel neue Sachen kriegt. Ja, will noch immer mehr. Der nervt, der Schneider. Ein bisschen nerven tut er mich, der Schneider, muss ich sagen. Der kann nichts selber machen. Dann ziehen wir das an. Wunderbar. Immer das Neueste, was wir holen, werden wir anziehen. Ja. So, und schon wieder ist es aus mit der Inspiration. Ja. Das heißt, wir haben das Je suis Theater. Nein, das Theater machen. Ah, warte mal, wir haben da ein Fragezeichen. Was ist das? Da ist auch was. Da ist ein Fragezeichen. Schauen wir uns das an. Der Morgenkurier. AWSZ. Bitte treffen Sie mich im Café in der Nähe Ihres Hauses. Es geht um äußerst wichtige Angelegenheiten. TF. Das ist jetzt eine Sidequest. Aber jetzt schauen wir uns das erst die Theatervorstellung an. Nachmittag. Da oben die Bahn oder eine Kuh? Das Theater ist doch da unten. Wie komme ich drauf, dass es beim Friedhof ist? Da war ich doch schon. Ist aber bemerkenswert, aber ich werde es mir nicht noch einmal ansehen. Die goldenen Masken ähnelten eher sehr den echten Dämonen, die ich in meinen Augenwinkeln sehen kann. Oh. Oh. Aber hübsch. Hübsch. So. Alles gegessen, oder? Perfekt. Das heißt, wir machen das mit der Titelseite. Der will uns im Norden treffen. Hier. Straßenbahn, ne? Stimmt, bei uns daheim will er sich treffen, gell? Oder so. Da liegt was schon. Manifest der Leichen, nein, der Lechiten.
Bürger der unabhängigen polnischen Republik, die schier endlosen Jahre der Erniedrigung, der Unterdrückung und des Leids durch die gewaltsame Teilung haben bald ein Ende. Eine neue Ära bricht an. Eine Ära, an die Macht unserer Nation erneut zum Leben erwacht. Durch die Schrecken, die wir durchleben mussten, sind wir nur stärker als je zuvor. In den Adern eines jeden Polen fließt das uralte Blut der Lechiten. Das Blut des mutigen slawischen Kriegerstamms, der seit grauer Vorzeit über dieses Land herrscht. Man hat uns unsere Freiheit durch Täuschung genommen, weshalb wir von keinem Mittel zurückschrecken, um sie zurückzugewinnen. Als Repräsentanten der von Gott gesegneten heiligen Nation der Lechiten schwören wir daher Folgendes. Erstens. Wir werden unsere niederträchtigen Besatzer mit sämtlichen Mitteln bekämpfen, um die Unabhängigkeit Polens wiederherzustellen. Zweitens, wir haben die Anwesenheit fremder Völker in unserem heiligen Land lange genug geduldet, weshalb wir die Heerscharen an Russen, Deutschen, Österreichern, Juden, Tataren, Zigeunern und anderen Elementen, die sich unrechtmäßig auf unserem Boden in unserer Republik befinden, von diesen vertreiben werden. Drittens. Wir werden Museen, Bibliotheken und Universitäten dem Erdboden gleichmachen und die Moralismus, Feminismus und jede Form des Opportunismus mit sämtlichen Mitteln bekämpfen. Auf deren Ruinen werden wir unsere Kultur neu errichten. Die Falschdarstellungen der Geschichte unseres Volkes aus der Feder falscher Schlangen werden ein Ende haben. Dies beschwören wir bei Gott, dem Allmächtigen und uns sämtlichen Heiligen. Das ist auch ein bisschen verrückt. Okay. Fagin? WS, it's good that you're here. Did you get my message? WS. Indeed. I need your help. Sonst wäre ich ja nicht da. Befragt, ob ich die Nachricht gekriegt habe. Weiter. Did someone get upset that you were following him, sniffing after a scandal? No, I've gotten used to that already. This is something bigger. What is it? Have you heard what happened at Vienna Station? No. There was an attack. Bloody and brazen. Okay. Several dead. All of them civilians, it seems. A new group of fanatics have taken credit for the assassination. Ja, diese Lechiten, die They call Verrückten, ne? themselves Lechites. The Russians have put Zhukov himself on the case. I want to write about it. The truth. But I need help. What did I do to earn such trust? I liked how you handled the case of the Krajewskis and Pietya Alexandrovich. Krajewski hasn't said a thing since then. Impressive, but also a bit scary. There is no one in Warsaw more suitable for what I am about to propose to you. You flatter me. Enough to get you interested in this case? I've never written an article. How can I help? I'll handle the writing, you focus on finding these Lechites. I want to eliminate the possibility of this being a Russian provocation. I'll interview them. What do you make of this? Sicher. Zhukov, is he that famous investigator? They say he's amazing and very effective. If the Ruskies have got him on this case, it must be the top priority. Anything else? I wouldn't be so sure the censors would allow you to print something like this. I don't write exclusively for state-run newspapers. Have you ever heard anything about Kimichits? I haven't. No, niemals. I only know the character from the book by Sienkiewicz. It's nothing special. This is my pseudonym for a certain underground publication. Uh-huh. I'll admit that I am rather well known in patriotic circles as Really? Kimichits. Congratulations. Keep asking. Who died in this attack? That's what's suspicious. Nobody knows. The list of victims has been classified, but I know that they're most likely civilians, random people, Poles. The Lechites fancy themselves patriots, and look what we have here. Anything else? Who are those Lechites? Nobody knows. They've shown up in Warsaw only recently. This is the first attack they've taken credit for. That's why I want to reach out and talk to them. That's enough for me to start with. So you agree? Na sicher. Yes. Maybe I'll reach out to Uncle. Das ist gescheit. Good idea, because you need a pass to access the attack site. They won't just let anyone in. No offense. Do you ever see Wanda? Perhaps I should speak to her. Wonderful. Fine. And when you happen to stumble across a Lechite, don't forget to call me. It's a Śródmieście number, 3490. I'm also leaving you their manifesto. I just want to talk to them and write an honest article about them, in Polish.
Okay. Das heißt, wir werden dann hier die hier ist mal nix. Das heißt, wir werden die Nebenquest hier weiter verfolgen. Müssen wir weiter, genau. Und zwar wieder in den, wir müssen in den südlichen Teil, aber auch darüber. Gehen wir mal daher. Schauen, was wir hier finden. Mit dem Onkel, reden wir mit dem Onkel. Wir brauchen hier eine Zutrittsberechtigung wahrscheinlich. Ja, stimmt, der arbeitet. Stimmt, der ist im Der ist im Polizeioffice. Oh, was ist eigentlich mit ihm? Reden wir mal mit ihm. Might I take a moment of your time? Detective That's the Zukov, right? I'm not an idiot. I didn't call you an idiot. I'm trying to stay ahead of the facts. I want to save us both time, which is why I decided to warn you. I'm listening. Gleich mal vorweg böse sein zu mir, hä? Ah. I'm a Thaumaturg. I know. I see the grimoire. I'm envious of your skills. I wish I were able to touch an object and irrefutably claim who it belonged to. You're the relative of a local judge. I can tell by the accent. You and Veronin pronounce certain sounds similarly. I told you, I'm not an idiot. Ja, haben wir auch nie gesagt, dass er ein Trottel ist. I think I could help with finding the attackers. I know. Yes, for the love of God. Just don't ask me how I figured it out. I requested a Thaumaturge myself, but it will be at least a week before he arrives in Warsaw. So, you're stuck with me. Okay, okay. Let's get to the point then. I trust you will share your knowledge with me. When you manage to locate the Lechites, be so kind as to come back to me. Of course. Please tell me, why does this matter concern you? My interest in this is of a private nature. As a Thaumaturge, I try to prove to myself and others how effective I can be. I understand your point of view perfectly. Is there anything else? Seeing as we're working together, perhaps you'd like to make things easier for me and be so kind as to issue me some sort of a pass? Nonsense, I would never sign such a thing. I told you, I'm not an idiot. Ja, bitte sag's Our noch zehnmal. cooperation is extremely inoffiziell, unofficial. ja. You were never here, and I never gave you any answers. Verstehe. Have you learned the identities of the victims from Vienna Station? The station is virtually impossible to examine during such a short period of time. At least for Warsaw investigators anyway. And it looks like all the victims were random people. Perhaps some things will clear up once we're allowed to talk to the injured witnesses. I'm waiting for a call regarding this matter. So, there are survivors? I've already said too much. Meeting you. Let's do this again when you find the Lechites. So, dann gehen wir zum Onkel. Onkel. Der ist oben.
Na, wir sprechen jetzt mal mit dem Onkel. Ah, da ist was. Was ist da? Lukas unvollendeter Bericht. Am Wiener Bahnhof ist eine Bombe explodiert. Stefanie Libitska und Ignacy Wisniewski kamen durch die Explosion direkt ums Leben. Isabella Litschinska und Christian Kroll wurden im ernsten Zustand ins Krankenhaus Praga eingeliefert. Täter wird unbekannt. Um irgendwas zu machen, ist das erforderlich. Worte beugen sich dem Willen des Schreibers nicht oder salutieren auf Befehl, wenn ein eiserne Fessel der Wut in die Kehle zuschnellt. Wut und der Wunsch, jene der Gerechtigkeit zuzuführen, die Unschuldigen Leid zu fügen. Kommissar Schukow hasst Terrorakte. Sein Bericht enthüllt, dass eine gewisse Isabella Lipnicka und Christian Kroll den schrecklichen Anschlag auf die Station überlebt haben. Vielleicht bringen sie die Aussagen der Lechiten näher. Da könnten wir eigentlich auch im Krankenhaus. So, Onkel. May I have a moment of your time, Uncle? Your timing couldn't be worse. I'm swamped with work. This attack at the railway station has the highest priority now. Ja, es ist klar. That's what I've come to talk to you about. First of all, keep your voice down. Secondly, I won't tell you anything because I'm not allowed to say anything. And third, are you involved with this in any way? I thought I could help. As a Thaumaturg. Unfortunately, I'm not able to help you, dear boy. You've helped enough already. You've helped me, Petya, and the Krajewskis. All I can do now is make a dramatic exit and leave you alone here. With all these papers, passes, and official stamps. I'm in a hurry, lad. Geht schnell weg und lasst uns. Der ist cool. Here when I return. Ja, der ist super. Okay, der Klassiker. Ich gehe jetzt kurz raus, gell? Judge Voronin is not in. I know. I'm his nephew. I'll wait here. It would be a sin not to make use of it. Oh, a Hammond machine. Good brand. Everything all right there, Mr. Yes, sure. Stamp looks worn out. To be expected. Uncle is rather heavy-handed. May I offer you something to drink? No need. I'll only be a moment. May I offer you something to drink? No need. I'll only be a moment. May I offer you something to drink? So geil. Ich hatte das jetzt 20 Mal gesagt. Vielleicht auch 100 Mal. Soderle. Perfekt. So, was haben wir da? Was ist die Wander? Was ist hier eigentlich? Aha. Eine neue Bar. Hier bestellen. Die goldene Hand des Mieders. Der köstliche Hopfensaft fließt hier in Strömen. So ein Anguster. Oh, schau, da ist eine Katze. Da ist eine Katze. Süß. Noch mehr Bier? Nein, Blumenstrauß. Die Blumen duften nach Trauer und Asche. Die feinen Farben der Blütenblätter verblassen. Sie werden von der Überzeugung verschlungen, dass die Zeit gekommen ist.
Es ist Zeit zu handeln, Vergeltung zu üben, sich zu rächen, sich zurückzuholen, was entrissen wurde. Die Sinneseindrücke, die von dem Blumenstrauß ausgehen, sind intensiv, überwältigend, mitreißend, beängstigend. Die Formen Bandes Spur. Kameraden, das Arbeitskollektiv kann den Untaten des Zahntums und den Launen der Kapitalisten nicht untätig gegenüberstehen. Die Stunden, in der das Volk der Gewaltherrschaft endlich den Kampf ansagt, rückt immer näher. Wir rufen euch zum Streik auf. Unsere Solidarität wird den Widerstand des Feindes brechen, wenn wir unseren Kampf beharrlich weiterführen. Arbeiterbewegung. Okay. Die Broschüre brennt mit der Leidenschaft für eine gerechte Sache. Eine Ausgabe der Arbeiterzeitung Robotnik. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Los, Warschau. Auf den Straßen Moskaus kämpft das Volk gegen das Zarentum. Das Land, das seither Hauptstadt des Zaren innehat, ist mit dem Blut des russischen Proletariats getränkt, das mit Pistolen, Schüssen und Kanonen getötet wurde. Aber das Volk weigert sich aufzugeben. Sie erheben kühn die Fahnen und widersetzen sich dem wilden Sturm des Feindes. An den Mauern des Kremls hallt ein immer lauter werdender Rauf. Fort mit dem Zarentum, es lebe die verfassungsgebende Versammlung. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, dieses Etablissement dient als Treffpunkt der Revolutionäre. Und noch etwas, Wanda ist hier, der Strauß ist frisch und stammt teilweise ohne von ihr. Janek. Is that cat and staff too? You bet. He stirs the beer with his tail. Rührt das Bier mit dem Schwanz um, herrlich. What's his name? Pankratze. I found him on the trash heap and he's sorta made himself at home here. Well fed, well groomed. The happiest cat in the neighborhood. You think? Thanks. I feed him liver. I think he likes it. He always wants more. Sehr lieb. Yes, one donut, please. Even if I had any, I wouldn't recommend them. But I heard I was supposed to order a donut. Here. Servus. It's all right, Yannick. I know him. I was hoping we'd run into each other again, and here you are. Das ist die vom Anfang, Can we speak in private? Come on. Aha. The revolver. Don't move a muscle. Michal, this is Victor. It looks like I owe you a debt of gratitude. Lower the gun, and we can call it quits. You can leave us. Come, Victor. Tell me what brings you here. Yeah. So these are the famous suites. Underground combat. Are you from the PPS? The friendly neighborhood girl threw you off? I admit, it's a very effective cover. Isn't it? What brings you to this sweet place? You stole the Dutch pomade shipment? I read about it on the train from Vienna. We're famous. Yes, that's true. But Lol. I won't tell you where it is, Wahnsinn. nor what it will be used for. How exactly are you going to serve the cause? The PPS has extensive structures. Most members engage in demonstrations or meetings, underground lectures. We're part of the PPS Combat Organization. We use more radical methods. Do you shoot as well, or just carry ammo? Want to find out? Is Bergrodblitz's cafe frequented only by your sympathizers? No,
but the name is known only by a select few. Why did the PPS choose this particular place? It's just one of many where we get together. The beer is drinkable here, and the boys are nice. Actually, something else brings me here. What are you up to this evening? Is that an offer, or are you just nosy? That depends on your preference. I'll adapt. Tonight, I am overthrowing the patriarchy. Ach so. Will you join me? Okay. With pleasure. Just us and the sounds of a crumbling tyranny would be the perfect date. It's hard for me to deny that, but seriously, I have plans. And that's all I'm willing to say on the topic. Is there anything else you wanted to ask? Ja, gut, hat nicht funktioniert. What do you know about the Lehites, the new stars of the revolution? You're asking me because you thought that was your best bet? Have I crossed the line? I'm teasing you, fool. And the Lehites are a slap in the face for those who risk their lives for freedom every day. What do you think about their manifesto? Die Idioten sind. They only did it for recognition. Ja. Pathetic, amateurish methods of getting attention. I despise them all. Sehr gut. But maybe Dass sie nicht dabei you ist. can help the lady. Do you know where to find them? Sadly, no. I'm trying to figure it out. Just don't forget to come and tell me. I'll gladly sort them out myself. Die ist super. I'm looking for a particular man. He's a doctor and a Thaumaturge. He treats people with rather radical views. Who do you mean? Us? Correct me if I'm wrong. Diplomatic. I'm sorry. We don't betray our comrades to anyone who asks. Das ist okay, So das you verstehe do ich. know one another after all. Ja. Who knows? How about this? I won't ask for anything else, but please, pass something on to him from me. Are you praying to an onion? Ja. Hush. What should I pass on to this doctor? Das ist eine gute Frage. Gespräche anbieten, versichern, dass du keine bösen Absichten hast, beteuern, wie gerne du Antworten haben möchtest, auf das Treffen konzentrieren. Not bad. Not bad at all. Done. What can you make out of that? Cough syrup? Just pass it on to him. He'll know. You're peculiar. Anything else? Ich glaube, das war's. Habt noch einen schönen Abend, hübsche Damen. If I get an answer from the doctor, I'll let you know. Look after yourself. Oh, da ist noch. Das zum Anschauen. Machen wir das halt. Flugblatt, kämpft für eure Rechte, kämpft für euer Recht zu arbeiten, zu studieren, die Emanzipation, Gleichstellung, wir verdienen alles davon. Hat sich nicht viel geändert, oder? Uidivova sagt zu Recht, dass die heutige Frau nicht sich selbst gehört oder ein eigenständiges Individuum darstellt, das für sich selbst existiert. Sie ist Adams Rippe und eine Sklavin des Mannes, ein Gegenstück, seine Unterstützerin, seine Geborgenheit, sein Trost, sein Dekor. Wir werden alle nicht alle so behandelt. Was auch immer wir erreichen, wir werden missachtet. Eine Frau kann so klug sein wie eine Eule und so gerissen wie ein Fuchs, aber nichtsdestotrotz wird sie wie ein dummes Schaf behandelt. Doch die Zeiten ändern sich, sie ändern sich, denn selbst wenn Männer es nicht glauben wollen, bin ich kein Schaf, ich bin eine Löwin. Jadwiga K. Verkohlter Brief. Du hast recht. Ich kann nicht so offen über meine Gefühle sprechen wie du. Doch ich weiß auch, dass es einen Grund gibt, wieso mein Herz schweigen muss. Wander, unsere Landsleute verlassen sich auf uns. Dutzende reine Menschen, die ihr feines und unabhängiges, freies Polen anstreben.
Menschen, die ihr tägliches Leben aufs Spiel setzen, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wir dürfen um ihretwillen keine Schwäche zeigen. Doch wenn dein Leben auf dem Spiel stünde, würde ich Himmel und Erde in Bewegung setzen, um alles aufzugeben, sogar meine Hoffnung auf ein freies Land. Wir leben unsere Freude, eigene Seele, um dich zu retten. Das ist meine Schwäche, von der nur du etwas wissen darfst, niemand sonst. Bitte verbrenne diese Brief, versenke mich in deinem Herzen, vergiss, was zwischen uns hätte sein können. Skalons Biografie. Georgi Antonowitsch Skalon wurde 24. Oktober 1847 in St. Petersburg geboren. Schon von Kindesbeinen an lernte er durch die Perle des russischen Reiches die Schönheit der russischen Kultur zu schätzen und dank eines angesehenen patriotischen Elternhauses konnte er bestmöglich aufwachsen. Der Sohn Anton Antonowitsch und Julia Jagernowa war also schon immer für Großes bestimmt. Als Einzelkind mit auswärtigem Dialekt und einem reinen, guten Herzen gewann er den Respekt seiner Mitmenschen in einer frühen Kindheit. Einige Seiten fehlen. Lol. Warte mal, ist das nicht ein Arschloch gewesen? Achso, gut, das war schon eine Biografie, nicht geschönt und so. Finde einen Weg, die Lechiten zu kontaktieren. Na gut, dann gehen wir hier mal raus. Und ins Krankenhaus, oder? Was hier? Krankenhaus? Ich glaube fast. Da unten, gell? Oh, achso, da geht's wieder zurück, aber ins Krankenhaus gehen wir. Da müssten ja die zwei Verwundeten sein, die es überlebt haben. Im Krankenhaus drinnen, die haben wir noch nicht, glaube ich. Interessant, Seitenflügel. Geht's auch raus. Was haben wir hier? Der was? So, die lassen mich da hier rumschwirren. Er gehört Christian Kroll. Der gewöhnliche Name des gewöhnlichen Mannes mit einem gewöhnlichen Wunsch. Ein Mann, der sich wie ein Mantra immer und wieder sagt, dass die Welt eines Tages seinen Namen kennen wird. Patienten Christian Kroll, 32. Patient bei Bewusstsein, Reflexion, Normalzustand, stabil, keine Lebensgefahr, hat jedoch mehrere Schnittwunden erlitten. Da ist er. Hello. What is it this time, and where are my things? Give me back my clothes already so I can get out of here. Unless you want to shove a thermometer up my ass again, let's have it then, because I'm drowsy. And morphine. I'm in pain. Are you even a doctor? Nein. You could say I'm a doctor of souls. Like a priest? Ja, ja. Is there something you wish to confess? You're no doctor. What the fuck do you want? Can you tell me anything about the attack? Do you remember what happened then? I don't remember, and I won't say. Even if it costs me my life. Present type. Well then, how are you feeling? Sleepy. You're boring me. Der ist sehr unsympathisch. I'll leave you. Äußerst unsympathisch. Das ist wie Gefängniszelle. Da ist aber nichts mehr, oder? Schade. Und Teddybär. Okay, sie ist 8. Zustand der Patientin bei Einlieferung ernst, Schnittwunden am Kopf, Schultern, Oberteil verschiedenen Stellen, Metallsplitter durchdrungen. Die Patientin erlangte das Bewusstsein nach 3 Stunden wieder.
28, Taraczynski. Patient leidet seit mehreren Monaten an Schwindsucht. Das ist nichts für uns. Auch nicht. Da steht was. 34. Aber auch nicht. Es geht also um das kleine Kind. Wo ist das da, oder? Excuse me. Could I interrupt you for a moment? I'm with a patient. What do you want? I'm investigating the attack, and I need to ask you a few questions. What agency are you with? Please, believe me when I say my intentions are good, and consider the fact that I'm a Thaumaturg. As a wizard, you should know at least one magic spell. Lady, please, I'm begging you. I'll only take a moment of your time. Yes, sir. What do you think she was doing at the station? I can surmise that she and her mother had either just arrived or were about to depart. Stefania Lipnitska. All I know is that she died in the attack. Das blinde Mädchen ist die Tochter eines Explosionsopfers. How's the young patient doing? She finally fell asleep and is a lot calmer now. But unfortunately, we couldn't save her eyesight. Traurig. For a while after the operation, she would cry out for her mother and her teddy bear. The last thing she saw was her mother's death. What else would you like to know? Maybe I'll return later. Gut, gehen wir nochmal zu ihm zurück. Aber ich glaube, wir müssen... woanders weiter suchen. Vielleicht beim Bahnhof selbst. What now? Ja, uns entgeht was. Ja, wir müssen zum Bahnhof selbst. Und dann können wir hier auch wieder zurück. Müssen uns jetzt dort umsehen wahrscheinlich. Dinge finden. Ja, gute Nebenquests. Nebenquests sind hier auch sehr, wie soll ich sagen, länger halt gefühlt. Das ist ganz okay. Wo ist denn der Bahnhof? Da oben, gell? Ja, dann gehen wir mal rein. Da schaut's aus. Ja, unseren Ausweis haben wir auch. Sollte das alles kein Problem sein. Mal alles durchschaut, da passt nichts gut. Kann man eh nirgends hin. Da könnte man hin, weil da ist das Hauptgedingse. No entry. Wchodzę nie. Oh, hier darf ich rein. Ich darf rein. What attack are you talking about? The Lahite's terrorists. They planted a bomb. Dead bodies went flying all over the station. Ist auch immer schön, wenn sie halt für quasi das Land sind etc. und ihre eigenen Leute in die Luft sprengen. Das ist komplett absurd, ne? Congratulations, soldier. Exemplary attitude. But I really have to look around here, so if you'll just let me. If the judge himself issued it. Thank you. I will report to him about your stellar performance. Ah, das ist immer gut. But if you were to ask about me, I was never here. Конечно. Спасибо.
Let's take a look around. Stoffbär, ein etwas abgegriffenes Spielgefährte des Bootes, der Name des Besitzerin eingestickt Isa. Aus jeder Phase des Bären klingen die Worte, die er so oft von seiner kleinen Besitzerin gehört hat, Worte, die ihm sagen, dass sie ihn so sehr liebt wie ihre Mama und ihren Vater selbst. Türschlüssel. Der kleine Metallgegenstand vibriert von strengen, besorgten Worten einer Mutter, die ihrem Kind schimpft, damit es versteht, dass die Situation ernst ist und der Büroschlüssel kein Spielzeug ist. Ich muss kurz. Oder lang. Ein Beschlagteil des Koffers, der die Bombe enthielt und von ihnen zerrissen wurde. Bevor es sich in den Holzdresen grub, stach und schnitt es menschliches Fleisch und hallte von den letzteren Worten des Angreifers wieder für ein freies Polen tot den Verräter. Bravo. Hat er gut gemacht, der Fred Rattel. Was? Scheißdreck. Ein dunkelroter Schmierfleck verunstaltete die helle Steinfläche. Was? Der bittere Eisengeschmack und das Gefühl des nahenden Todes vergehen angesichts der urmächtigen, tierhaften Angst um das Leben eines Kindes. Die sterbende Frau im Chaos nach der Explosion nicht entdecken kann. Vielleicht ist das die Mutter, von der wir gefunden haben. Eine sterbende Stefanie Lewinska sah sich spanisch nach ihrer Tochter um. Ja, das ist es. Der Umschlag wurde vor dem Öffnen lange in wärmenden Händen gehalten. Die Frau rechnete jederzeit mit dieser Art Brief, eine kryptische Warnung, das Kind zu nehmen und schnell zu verschwinden, vielleicht vergiftet mit falscher Freundlichkeit. Aha. Die Adresse der Lipinskis Büro und den Schlüssel dazu erhalten, die Institution sage davon nichts, ich will zuerst dort sein. Blutiger Handabdruck. Eine verletzte Person lehnte sich gegen die Säule des Bahnhofs. Wohin wandern unsere Gedanken, wenn wir den Tod geweiht sind? Diese hier, eingebettet in die kühle Säule, suchten nach einem Sommernachmittag, einem kleinen Boot, einem Krächzen, Sumpfdotter Blumen auf ihrem Haar und dem wunderschönen Gesicht. Ein Stückchen Papier wärmt meine Finger mit der Hitze, die noch darin schwelt. Es ist die Liebe und Hingabe, es ist die Hoffnung, seine Geliebte zu treffen und die Freude über das süße Geschenk, das er ihr gleich kaufen wird, eine Symbolik ihrer immerwährenden Liebe. Ich bin neidisch. Ja, wir haben hier alles, oder? Alles. Kommen wir darauf und dann darüber. Warte mal, wir haben auch hier irgendwas. Was ist da in der Bar? Das ist ein großer Stadtteil. Ja, das Büro. Oh je, wir sind Arik, you were supposed to lock the door. Banditen. Désolé, am I interrupting something? You can yell at me later. Let's deal with him. Ich war nicht der Einzige, der sich zur Durchsuchung von Libinskis Büro entschloss. Bei meiner Ankunft wurde ich von mehreren Angreifern erwartet. Chaos ansprechen, das sie angerichtet haben, zuerst fragen, wer sie sind, deine Dienste anbieten, um der Suche zu helfen. You're leaving behind quite a mess. We're about to start cleaning.
Das ist ein geiler Kampf. Das ist ein geiler Angriff. Das dauert lang. Das können wir schon machen. Nehmen wir ihm den weg. Das ist gut. Der bricht auch, wir sind gleich tot, oder? Falls wir nicht vorsterben. Glaube ich aber nicht. Den kann ich jetzt ausnocken mit einem Schlag. Perfekt. Oh, wird eingefroren. Wenig Schaden kriegt er. Gut, das macht doch nichts. Achso, ich kann keinen Statuseffekt kriegen, das war ein dummer Fehler. Das war wirklich ein dummer Fehler. Hier. War das? War das? Upi, oder? Zurück. Er ist jetzt kampfunfähig. Also kampfunfähig, er ist jetzt quasi dann tot. Bei einem Schlag. Und hier. Machen wir das. Perfekt. Vieles. Ja, den der gerade kalt. Macht keinen Schaden, ne? Das war gut. Na, das macht zu wenig Schaden. Perfekt und tot. Fertig.
Nun, die Einbrecher sind gestellt. Can you feel it? It's the smell of mystery. Ah, ein Bild. Was ist das? Nachdruck eines Gemäldes. Der Rahmen erinnert an schnell zittrige Hände, die ihn herunternahmen und wieder aufhängten. Ganz flüchtig in die Stille und darauf bedacht, nicht erwischt zu werden. Nothing can be kept secret from me. Offenbar lässt sich ein sechsstelliger Code. Wenn man ihn genau hinhört, flüstert die kühle und scheinbar teilnehmungslose Oberfläche des Tresors die Worte, die er immer wieder hörte. Erst der Geburtsmonat, dann 1895. Der zaristische Beamte gratuliert Stefanie zur Beschaffung von Beweisen gegen eine Art antizaristische Art. An den Worten des Briefes lauert das listige Monster der Reue. Es nagt an jedem Gedanken, krallt sich in den Wunsch, das Geschehene hinter sich zu lassen und faucht lautstark bei jedem ihrer Versuche, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Aha. Das Glas und der Rahmen des Fotos bergen eine nachklingende Trübnis über alte Tage und den Wunsch und Entschluss, unwiderrufliche Entscheidungen zu rechtfertigen. Stephanie hat die Leute und die Sache verraten, für die sie stand. Es ist nicht klar, warum, aber ich habe eine starke Ahnung, dass sie das Ziel des Angriffs war. Oh. Ja. Die ganze Welt des Kindes in einem einzigen Bild. Jeder Blick auf die Arbeit des Kindes erinnert Jeder Blick auf die Arbeiten des Kindes erinnert sie an den schönsten Oktober aller Zeiten, als ihre liebe Tochter auf die Welt kam. In Stephanies Büro fand sich ein Tresor hinter dem Gemälde. Der Code zum Öffnen hat die... Okay, das wissen wir. Offensichtlich einfach so erkannt, oder? Witzig. Sehr gut, vom Krankenhaus, eh klar. Oder? Hm. Dann müssen wir jetzt in den nördlichen Teil. Finde einen Weg, die Lichten zu kontaktieren. Er will mich jetzt warten lassen. Warum? Ich fahre jetzt nochmal ins Krankenhaus. Mal schauen, was jetzt im Krankenhaus passiert. Mal zum Kind. It's me again. Yes, sir. I brought a teddy bear. Please, give it to her later. That's nice. Although, you know... I know that this won't bring back her mother or her eyes. Still, thank you. Ja, bitte. How's the young patient doing? She finally fell asleep and is a lot calmer now. Achso, das haben wir schon. What else? Blind wird sie bleiben. Maybe. Klar. Traurig. Schau mal, ob der da unten jetzt mit uns redet.
Mal mehr rausgefunden vom Bahnhof. I know the station is your doing, Lehheit. I don't know what you're talking about. How about that morphine then? I'll leave you alone, for now. Okay. Krankenspur. Perfekte Schiebermütze. Im Stoff verbergen sich Werte eines aufrichtigen, glühenden Eides, abgelegt aus tiefster Überzeugung. Der Besitzer der Schiebermütze schwor auf die Heilige Republik, das Geheimnis selbst angesichts des Todes zu wahren. Ja, dann ist er eins der Mitglieder dieser Scheißbande. Ohne jeden Zweifel der Angreifer vom Wiener Bahnhof. Er hat geschworen zu schweigen, aber ich spüre ein Verlangen nach Ruhm in ihm. Vielleicht führt er sich... Okay, gut. Vielleicht können wir es ihm rauskitzeln, indem wir ihm quasi seinen Laster Ruhm bespielen. Ne? Ja, genau. Da ist eh schon der Richtige. I'm glad I caught you. I see you feeling better. Well, it seems I'm a lucky guy. What is it? Die Gier nach Ruhm in ihm wecken. Why won't you open up to me? After all, you want to send a message to the entire world. You want everyone to hear about you, to admire you. Do you know who Kmicic is? He's eager to write about you. In Polish. For a Polish underground newspaper. About the heroes of the self-proclaimed struggle against the occupiers. What are you on about? Do you know Kmicic personally? Yes, he can't wait. Is that so? Well, I might be able to tell it to some people, and some people will give you our answer. Where and when can we meet? Calm down, magician. We'll reach out to you. Okay. Ein Treffen. Quasi Zeit verstreichen jetzt, oder was? Interessant. Dann treffen wir uns mal mit diesen Heiseln. Terroristen da. Vor die Party. Na gut. Wo sollen wir warten? Uns im Haus, oder was? Okay. Oder das Telefon? What's the noise? Oh, Einbruch. Ein Ziegelstein. Over here, young master! Klassisch. For God's sake, young master, what is the meaning of this? There's no reason to fear. I'm sure it's nothing. I'd better sweep it up before the young miss sees it, and then I'll call a glassworker. Ja, bitte. I won't tell Mach her. das. This'll be our little secret. Indeed, exactly. Luski, wir können reden. Komm zum Bazar von Bowischl und bring den Schmierfink mit. Dort wartet eine Kutsche. Keine Dummheiten, sonst fischen die deine Überzeugungen morgen früh aus der Weichsel. Things people come up with. Oh. Please connect me with Fagin, the editor. Śródmieście 3490. Yes, I'll hold. Thank you. Hello? It's me, WS. Have you learned anything? They reached out. We're supposed to meet in Powiśle near the market. They'll have a carriage waiting. I'm on my way. And I'll think about whether I should notify somebody else. Mhm.
Die Wander. Die Wander, wenn wir holen. Die ist mir recht. Jetzt verdient. Wo war die? Die war da in einer Spelunke, gell? Bin jetzt verwirrt. War die beim Bazar? Wo war die? Nein, warte mal. Wander? Wo war die Wander? Die nicht. Irgendwo in so einer komischen Bar? Das ist der Bahnhof. Das Büro. Das ist nicht da? Jetzt bin ich verwirrt. Oder doch nicht. Wo sollen wir hin? War das dort? War das beim Bazar? Ah ja, stimmt, das war gleich da. Cool. Wo ist die Dame? Da ist sie. What's new? The Lehites. What about them? Ja, Have wir you found rausgefunden, out wir what sind. Ja. den they're staying in? Yep. They seek a meeting, but on their own terms. They said they would send a coach for me to Powiśle. A pathetic ploy. Don't worry, I'll be there. Die I'll werden es keep an eye umbringen on wollen, ne? I'll be off now. Too bad. Stay out of trouble, wizard. Dann auf nach Powiśle. Wir mit Schukow auch sprechen? Nein, oder? Have you been waiting long? I'm a journalist. I can be patient when I know I'll be rewarded for it. I see that the carriage hasn't arrived yet. I'm sure they're watching us. Patience. Tell me what you have for me before they get here. I have information for you that may prove useful during the interview. Let's start with how you convinced the Lehites to reach out. It wasn't difficult. I tracked down the attacker. Christian Krull survived the explosion of his own bomb. He was lying in Praga hospital and is fanatically devoted to the cause. Not bad. And the culprit was right under Zhukov's nose all this time. Is there anything else? The target of the attack was Stefania Lipnicka. She ran a foundation on Nowogrodzka Street. The Lehites found out that Lipnicka was an informant. She'd handed over members of some Polish society from Vilnius to the authorities. The bomb was meant as revenge. So, this was an attack on her. All other victims were...
Ja. Were unlucky Ein bystanders. Klassiker. Yes. Das ist halt der Scheiß. So eine Do you have any proof of Lipnitska's betrayal? I saw a congratulatory letter and a Russian medal in her office. In that case, I can't not write about it. You're doing fine. What else? Isabella Lipnicka, Stefania's little daughter, is at Praga Hospital. She lost her eyesight due to the attack. And you probably want to suggest that I not mention her in the article. The little girl lost her eyesight and her mother, and now she'll be branded as a traitor's daughter. The child has nothing to do with this. Viktor Shulsky, knight in shining Jawohl. armor. You won't be a very good journalist if you allow yourself to feel guilty. But have it your way. You're doing fine. What else? I renewed my contact with the socialists. Well, well. How often do you see Wanda? They want to be as far away from the Lehites as possible, and even go so far as to treat them with hostility. I like this dichotomy, a common goal and yet a moral challenge. I would very much like to hear the other side's version. This is everything I've been able to find. Incredible. We must work together more often. I think that's for us. Fine. Let's not keep them waiting. Okay. Hier aber pfeifen, oder? Finally. So, this is the famous Kimichits, the herald of the revolution. We have a lot in common. That remains to be seen. And this must be Mr. Shulsky. Strange company for a socialist. We didn't meet here to point out class differences. You will be the first to bring the testimony of the Lehites to the polls. You will be famous. What did you want to achieve with this attack? To sow fear in imperialistic hearts. To show what fate awaits those who betray Poland. Is this about Stefania Lipnicka? We want to use this interview to expose her lies, her betrayal. Let the people see her true face. She was no Pole, not a true one. Lipnicka's faults are not commensurate with her punishment. Tell that to those she sent to the scaffold. I regret that we could only kill her once, while she killed many. Lipnicka's daughter will be better off in the shelter. At least now she has a chance to grow into a patriot. Your victims were all Poles. Doesn't that conflict with your postulations? Please, don't twist our intentions. What are the biggest differences between you and the socialists? Because a trusted source tells me that they have a decidedly negative view of your organization. Socialism is our biggest difference, sir. What's going on here? This interview's over. The police! No, we didn't come here to arrest you. This will be an execution. I don't think you know who you're dealing with, miss. But I know that they'll be fishing your body from the Vistula tomorrow. You'll serve as an example to others. What took you so long? You set us up, you son of a Ruski bitch! Tja, passt. Waren wir fertig, oder?
Da wollen wir was schaffen. Hey, lass die Frau in Ruhe. Alle Statuseffekte müssen wir verlieren. Wo? Haben wir da irgendwas? Und der eigentlich? Oh shit, der Schlag. Ah, wir wurden verlangsamt. Okay. Ist kein Problem. Er verlangsamt mich, oder? Der ist mit einem Schlag tot. Das machen wir jetzt so. Ah, falsch. Geben wir es wieder. Oh, schön. Dreh dem den Kopf ab. Nice. Jetzt haben alle das. Super. Die Blutschuld. Die sind alle gleich tot, oder? Glück haben. Haha. Köstlich. I'm grateful and all, but why didn't you bother telling me you intended to bring the socialists here? There was no time in all this journalistic rush. Can we speak outside? Das haben wir super gemacht. I can't stay long. The police and the military will be here soon. Thank you for dropping by at the right moment. Remember that. What do you intend to do about those fanatics? This particular Hydra needs to have only one of its heads cut off. The rest will either kill or betray each other, or hide in fear. So einfach. We'll see. Miss Vonda, how about a brief comment for the press? The Polish press. I promise to give you something to write about, Fagin.
Gut. Tell me, WS, in what words would you like to be described? How about WS? Who knows? Maybe it's the beginning of a beautiful friendship. I don't think so. I don't think so. Nur 6,3% haben das gemacht. Jawohl. Unglaublich. Unglaublich. So, gefährliche Freunde, da waren wir. Da fehlt noch was. Da warten wir auf die Antwort des Arztes. Okay. Stimmt. Dann haben wir soweit alles. Immer mit alle unsere Flüche weiter. Rein in die Droschke. Und auf Mirov. Genau, das ist die Synagoge. Hello. You said a month, 2 at most. I believed you. Then came the very first rain, and it was pouring in again. You fixed it, then the next rain. Soaked. Das ist ja I traurig. can't sleep because I have to keep emptying buckets. It's leaking just as badly as it was before. But the eyes of God are in every place, and they're watching. Rabbi, when I said 2 months, you said there was one hole in the ceiling, but the whole building is in shambles here. I can do it. Quiet. You can seal up your daddy's barn with straw. The roof is gonna get holes because the foundations are crumbling. So, let's go down to the basement. Oh no, definitely not there. Am I speaking to Rabbi Sofer? You see, all I gotta do is mention these cellars and his name Hä, comes up. was? Would Hashem let a synagogue be haunted? Hey now, quiet. You're too late, I'm afraid. My name is Feldman. Rabbi Sofer departed this world almost a year ago. Forgive me, I have worldly matters to attend to. Ach so, okay. Das ist aber scheiße. I understand, Rabbi. And if someone were to help you with these workers? In the words of the market woman trying to tempt a Jewish man into idolatry, what harm would it do? I understand. Dann helfen wir halt. Tropfiges Wasser. Unter dem Riss in der Wand versteckt sich die Angst vor der gerechten Strafe, die Gott all jenen zukommen lässt, die es wirklich verdienen. Wenn es nicht Gottes Wille wäre, würde dieser Ort nicht so aussehen. Irgendjemand muss zahlreiche Sünden begangen haben. Ja, glaub's wirklich überall. Hm? Der Wasseroberfläche spiegelt sich ein Gedanke so rein wie Schnee und so kraftvoll wie ein Hagelkorn. Sie ist alt und verschlissen, diese Leiter. Die Leiter wurde voller Elan aufgestellt. Sie strahlt tiefste Überzeugung aus, dass eine Ehre ist, das Haus wiederherzustellen. Die Arbeiter sind fromm, aber ihr Glaube hat sie zu verschiedenen Schlussfolgerungen geführt. Der Jünger möchte den Tempel des Gottes so schnell wie möglich reparieren, der Ältere befürchtet, könnte eine Sünde sein, etwas wieder aufzubauen, was von Gott zerstört wurde.
Buck up. God helps those who help themselves. But maybe you're right, Rabbi. Maybe Hashem is afflicting us, setting a test for us. You heard the guy talking about Sofer. The old man cursed this place, especially these cellars. So I'll go on my own and show that Hashem protects me against curses in Sehr gut. Hashem's domain. On your own. You can seal up your daddy's barn, right? Fine, let's go. You've gotten the better of me again, Hashem. Your tests still surprise me, but if this is your will, I think Hashem has sent you to me. Who are you? I'm the son of Stanisław Szulski, and I really need help. Let's go into my office. Let's show Hashem we accept the challenge. Okay. Reding über Simon den Magier. Please, tell me what problem brought you here. Maybe, Rabbi, you could tell me something about golems. Thaumaturge, golems belong to Kabbalah, and you're forbidden from knowing anything about them. It's a trap for a soul. There are tales of golems being summoned for revenge, or in good faith, for protection. But they all end rather badly. Rabbi Sofer put a curse on my father. Unfortunately, it started affecting his children as well. A curse is a serious accusation, you know. I find it hard to believe Sofer would do such a thing. Do you think this has something to do with a golem? I don't know. Did the old rabbi perhaps leave some things here? May I take a look at them? Ja, lass Yes, uns umschauen. here you are. All his books are here. I don't think I threw anything out. Is there anything else I can help you with? Rabbi, could you tell me something about Sofer? He was fair, but also difficult and very principled, like this city. Riots, provocations, pogroms, overpopulation. But if he's the one who inflicted the curse, he must have been a powerful thaumaturge and Kabbalist. Oi, oi, oi. How can I stop a golem? To summon it to life, you write the 3 Hebrew letters spelling emes, truth, on the clay that formed it. In an attempt to stop the monster, the heroes of these legends would erase the first letter from its clay body. That leaves mes, which means death. But I don't know how much truth is in that. Aber immerhin weiß er was. Rabbi, could you help me understand something about Kabbalah? No, and I'll say no more on the subject. I fear for your soul. Who can summon a golem? Normally, it's determined by need. The Kabbalist rabbi summons the golem himself, but other Jewish people can also entreat him to do so. In legends, the golem is a terrible punishment and a tool for meting out divine justice. But I think it's an offense against Hashem, and revenge is no justice. Ja, da hat er recht. I'm afraid that I won't find Da anything gebe ich ihm more recht, here. sagen wir so. Thank you, Rabbi. Rache ist nicht Gerechtigkeit. Rezept für den Likör. Die Handschrift des Arztes ist alles andere als filigran, aber jedoch echte Fürsorge für den Gefährten aus. Die Buchstaben strecken sich zärtlich, sie wollen das Leiden eines Freundes lindern, einer besonderen Person, denselben Idealen und derselben Mission. Porzellantasse. Neben dem Schimmel kauen die Worte eine Forderung, die bei einer Tasse Tee geäußert wurde. Eine Forderung, den Golemfluch auszusprechen, Gerechtigkeit für die Sünden gegen Mordechai und seine Gemeinde.
Schulski müsste den Zorn der Söhne Abrahams zu spüren bekommen und seine gerechte Strafe erhalten. Okay. Aber warum? Füllwiderhalte mit Bissspuren. Die Worte quollen aus seiner Kehle, jedoch nur bis zum zerkauten Ende des Füllers, das wie ein Staudamm wirkte. Der Rabbi wollte alles berichten, Stanislav Motive für ihre Handlungen erklären, aber er tat es nicht im Sinne des Allgemeinwohls. Rabbi? I'm listening. I found a prescription belonging to the old rabbi. Was something troubling him? He had heart problems. The local pharmacist would even bring him some kind of special medicine. What was that pharmacist called? Abraham Horowitz. But now his pharmacy is sitting empty. Let me guess. Okay. He's dead? Unfortunately. Some say that the socialists were involved. Others claim it was the Ochrana's doing. Let's keep talking, if you need to. Der Rabbi meint, Abraham Horowitz hätte sowohl verlassene Apotheke im Stadtrand als auch in Mirov als auch ein Trauer in den Herzen der Gemeindemitglieder hinterlassen. Nichtsdestotrotz gingen mit seinem Verschwinden merkwürdige Gerüchte über die Okraner und Sozialisten einher. Mordechai Chayat. Do you know that name, Rabbi? He owns one of the laundries here in Miruf, but I admit he doesn't really come to see me. Maybe there are other things I could be of more help with. I'll be off now. I'll pray for you. Warte mal, Keller. Jetzt noch tiefer runter, what the fuck. Okay, der Keller ist gruselig. Da war der. You're talking nonsense! Did you hear about Praga? I'm at the harbor getting fish, and half the wharf is in splinters. They said there's even bodies. More bodies than they usually fish out of the Vistula, practically every day. They were only just writing about Povishle. But listen to this. They're saying it's some giant did it all. You sure? Maybe I can help. Recently, I've taken an interest in one of those. Leave us alone. Did you wander in here by mistake? Nein. I hope those guys outside are your relatives. Otherwise, you're paying too much for your protection. Are you scared of something? I'm not easily frightened. I have the time spent working with your father to thank for that. You got some dirty laundry that needs cleaning, Mr. Shulsky. Lol. I was interested in this giant you mentioned to the fishmonger. I can't help you. Rabbis are the ones who deal with golems. I didn't say anything about a golem. No. I'm afraid I can't help you. And now, if you like... You were curious how my father died. Beneath the ruins of a building in Śródmieście. That's awful. How did it happen? I'm glad you're asking. A remarkable death, isn't it? Yes.
let's have a word about your conflict with my father. There was no such thing. I have warm feelings for the store, and his father as well. Okay. Why did you quit working for my father? It was a mutual decision. I know that you and my father parted ways in bad terms. What happened? We both had difficult personalities, but I still remember him fondly. You're not telling me everything. I don't have to explain myself to you, Mr. Shulsky. I'm leaving now, but I can tell this won't be the last time we meet. Farewell. Verlorene Münze. Eine Münze trifft vor Irritation über einen gescheiterten Versöhnungsversuch. Wie lange soll man versuchen, jemandem etwas zu erklären, wenn diese Person einfach nicht zuhören will? Vater und Mordecai bei der feierlichen Eröffnung des Ladens. Das Foto ist von einer dicken Schicht von Reue und Enttäuschung bedeckt. Mordecai hat wirklich an all die Dinge geglaubt, an Freundschaft, an gute Absichten gerannt. Dass Stanislav Schulski ein guter Mensch ist, leider lag er mit allem falsch. Mordecai war ein Freund und Kollege meines Vaters, bis Stanislav Schulski etwas tat, das Hass schürte. Was auch immer es war, hat Mordecai dermaßen tief getroffen, dass der Rabbi Sofa darum bat, den Fluch des Golems zu wirken. Is there something else you need? Yeah. Let's talk about your relationship with my... Mr. Shulsky. Liar. Your anger still lingers around the photograph of my father. You're going to find it hard to hide anything from me. I'm not in the habit of speaking ill of the dead, Mr. Shulsky. Especially to their family. Old grudges drove us apart. Not all stains are easy to remove. Especially ones on a person's honor. And might they give you a reason to seek revenge? A motive? I can't summon golems, if that's what you're getting at. But you know there is such a possibility. Is that all? I need to get back to work. Beschuldigen, dass er einen Golem erschaffen lassen You wollte. didn't need the power to send the golem after my father. Old Sofer did it at your request. And do you know what for? You hated him when you quit working for him, and you still hate him. Hate is a powerful emotion. It can lead to vengefulness. I wager you don't have a blind clue what you're talking about. I wouldn't dawdle in answering my questions. You heard what that monster did at the harbor. Imagine what it'll do to your laundry if I stay here any longer. Pride, hubris, and threats. You really are your father's son. You'll see how right you are if that golem hurts my sister. Enough. Come with me, please. Er ist so ruhig und gemütlich, der Typ. Into an alley, where some friend of yours will smack me around? To the synagogue. Are you coming? Yes. Let's go. We'll stop to get Feldman. He should see this too. Runter in den Keller, okay, wie ich es mir dachte. Wir da wieder hergehen müssen. Erker. Lol. Das ist ja riesig da unten. Säule. Säule zittert vor Angst des Mannes, der das Beschwörungsritual beobachtet hat. Wut des Golems, die Verkörperung eines Salutors, war ein atemberaubendes, zugleich furchteinflößendes, albtraumhaftes Spektakel. Worte tiefster Konzentration schweben über dem Material. Jeder Fehler, selbst ein falscher Stich in die Beschwörungsformel, kann zum Fehlschlag oder zum Tod des Kabbalisten führen.
Aus der Leben noch feucht war, sind die Überreste eines Dilemmas daran kleben geblieben. Die Beschwörung eines Golems sind extreme Maßnahmen und äußerst riskant, aber Schulski ist dieser Missgeller hat nichts anderes verdient, für seine Verbrechen die Höchststrafe zu erhalten. Stein bricht, bröckelt und fällt herab, eine brutale, unmenschliche Kraft. Hier wurde der Golem heraufbeschworen, den Mann auf Vater gehetzt hat und der ihn getötet hat. Der Golem, der jetzt hinter mir her ist, ich dachte, Salutors können keine physische Form annehmen, aber ich lag falsch. Mit Hilfe von Kabal und Hass können anscheinend selbst die grundlegendsten Gesetze der Thaumaturgie ausgehebelt werden. Ich kann den Flug nicht eigenhändig lösen. Eure Hilfe. So. No wonder the roof is leaking if the foundation is crumbling. A lovely metaphor, Hashem. But what happened here had nothing to do with Hashem. Did it? Mr. Shulsky wished to know the origin of his curse. This is where it took its shape. I wanted his father to suffer. Maybe I wished death on him. Revenge is no justice. It is always dictated by anger. And in anger, erring comes easily. But Sofer agreed to it. He summoned the golem. What else do you want to know? What do you remember from the moment you summoned the golem? Nothing. I don't want to go back to that. Your memory takes shape and forms into words. Talk to me, Mordechai. I feel cold. Cold from the clay seeps into my fingers, into my bones. But the colossus I've been sculpting for hours is nearly ready. Sofer whispers the spell in Hebrew, but his words throb in my temples and soul. The colossus comes to life and looks at me. What did Sofer say then? I don't know. Speak! I couldn't hear, I swear. I couldn't hear. Truly. Enough, I beg you. Enough. Your family and your blood deserved this curse. Enough. Hayat. How could Sofer have done something like this? And you, sir, how are you not ashamed? Maybe I've treated Hayat unfairly. You made him relive all that. That's torture. I wanted to know. Anything might help us get rid of the golem. Even so. This place won't tell me any more. And what have you learned? The hole you can't miss over there is the new door the golem smashed when it was summoned to life. And no one saw anything. How is that possible? The clay formed a shell that Sofer infused with the Salutor. Hayat brought it and spent hours shaping the body of the golem. Hours? That must have been horribly exhausting. What's a few hours in exchange for a curse that lasts generations? These are the remains of some fabric that Sofer wrote something on, in Hebrew, I think. This might be some prayer, incantation, even a spell. There's not enough left to read anything. That's all, but I'm not any closer to a solution. I need someone like Sofer. A Thaumaturg and a Kabbalist? Do you know one, Rabbi? Well, there is someone. Normally, I'd advise against contacting him,
But after considering these extraordinary circumstances, and with trust in your choice of a path to lead me down, I'm compelled to reveal that it's Ariel Rofe. Den kennen wir doch. Of course. Do you know one another? Mhm. Well, I know him well enough to suspect that he might not want to help me. But I'll look for him. Mercy rebuilds bridges. I think I know where Rafa would tell me to shove that. All right, I think it's time for us to go. This place just makes the blood boil. Shall we? Let's get out of here. Okay. Müssen wir den kontaktieren? Haben wir aber hier auch nochmal was. Warte auf Antwort des Arztes. Ist noch jemand zum Rauf, oder? Ist beim Hafen oder bei Bovischl? Schauen wir mal danach. Oh, da ist was. Das kann nicht mehr ertragen, was sich fast jeden Nachmittag unter dem Fenster der Straße abspielt, wo es sonst so ruhig ist. Klappern, Geschrei, Schläge auf Metall. Hören Sie das nicht? Kerker? Ach so, das ist der Officer. Bored? Then go ask that uniform what he's doing here. Or tell him to skidoo. Hey, fancy pants! Fuck off! Hang on. You lost, officer? Hang on! That's the mama's boy of Shrudmeshcha. I'm looking for Ariel Rofe. Maybe he had a reason to make it so hard. Mr. Rofe didn't mention nobody was gonna be looking for him. How about first your proof you're the son of Shrudmeshcha? You wanna try your luck, sonny? Maybe just a friendly one, but under one condition. If I win, I'll be happy enough. Ja gut, dann haben wir Zoom. Also warte mal. Den hauen wir einfach rum. Achso, na, da ist der Fokus +1.
Mit einem Achievement, okay. Störe die Konzentration der Feinde. Damit wir ihn umhauen können mit einem einzigen Schlag. Und wieder schauen. Perfekt. Hang on. That's enough. You're the son of a bitch. Thank you. Now, would anyone be so kind as to point me in the direction of Mr. Ariel Rofe? Take a look at Ruzhitsky Bazaar. He has got this sort of Geschäft there. Thanks. Okay, also hier sind They're wir. right to call this place the dungeon. Gibt's wieder was? Eine Stadtquest einladen. Am 3. September beschloss ich nach mehreren Anwohnerbeschwerden, die Buben zu vertreiben, die im Hof spielten und Reifen trieben. Moment, ein Blatt Papier, das einige Ascheflecken bei sich trägt. Im Hof eines Mietshauses spielt eine Gruppe Jungs. Das darf nicht sein. Bande, Mittwoch um 5. Well. Nachmittags bis nachts. Das heißt, zu einer Bank ausruhen. Let's. Ich würde schreiben, dass es eine perfekte Metapher für das Leben ist, seine Reifen mühsam über holprige Pflastersteine zu treiben, aber ich sage nur, dass es mir viel Spaß machte. Ah, so einen Reifen, okay. Gut. Eben Nebenquest, fertig. Jetzt kommt der Bazar. So, dann gehen wir zum Bazar. Das ist Hauptquest Richtung Ende führen scheinbar. Also vielleicht melden sich noch diese Leute noch. Wir müssen zweite Hauptquest auch weitermachen. Gefährlichen Freunde. Wir warten noch immer auf die Antwort des Arztes. Irgendwo muss er ja hier sein. Oder ist wieder Neues? Brieftasche. Der Dieb ging schnell und unauffällig vor. Er musste unauffällig sein, nicht wegen seiner Berufsehre, sondern aus Angst vor den Magier. Er bestraft nämlich sämtliche Diebe. Ah, da muss er sein, der Raufer. Irgendwo hier in der Nähe. Ja, irgendwo hier.
Jemand wollte wegen Inventur geschlossen hinschreiben. Im Schaufenster spiegelt sich eine Vorfreude auf die Menschenschlangen. Die Fleischerei mag theoretisch zwar geschlossen sein, aber jeder in der Schlange weiß, dass es an den Kopf etwas Hervorragendes zu gestehen gibt. Und alle warten höflich darauf, bis sie in der Reihe sind. Okay. Da war es nicht. An der Spitze des Zigarettenstummels erstrahlen noch Worte der Zufriedenheit, ein paar Zigarren und Geschenke und die Patrouille würden Fleischerei ignorieren, kein Problem. Oh. Leere Flasche. Ein Gedanke fließt langsam an der Seite der Flasche herunter. Er ist etwas wirr, aber von fachmännischer Natur. Er hat schon viel Alkohol in seinem Leben getrunken, in allen Stadtvierteln und auch so ziemlich allen Flaschen, die irgendwo in der Theke stehen, und doch bekommt man den erstbesten selbstgebrannten in der Fleischerei in der Roschitski Bazar. So ist das Leben beidseits der Werksleben. Na, warte mal, irgendwo. Bei den Kisten. That wasn't too hard. Der Magier ist niemand anderes als Aries Roffe. In der Fleischerei. Wie ich es mir dachte. Genau. Where do you think you're going, pretty boy? I'm looking for someone. They say he's got a business here. Do the smart thing and hit the road. Go on, fuck off. I'm looking for Ariel Roffe. Then you can double fuck off, you fucking Dummkopf! You'll attract more attention with that shouting. Buzz before I get my club. You're not gonna tell me how to do my job, you flibbit and raggedy sot. Gürkchen heißt er. But I know Ariel's got his hideout here. I even know which copper's hands he greases. I don't know about no bribes, you Provocateur? Provocateur? Fuck off. I swear, I know this is Ariel's hideout. Know how to read? It says butcher's shop. Sure, it's extra kosher, because there's no meat at all in there. Come on, every bum at Różyc reeks of booze from this place. And when they come here, I'll tell them to fuck off. Please, I just want a word with Ariel. Ogres, how come he's still standing here mouthing off at you? It's me, Victor. Shulsky, I remember. Fuck off. So, should I give him what for, boss? Do what you want. I'll be right back. But Ogres, maybe don't take on the son of Shrut Miestia on your own, yeah? I'll call you a priest if you want. Dann hauen wir es halt um.
Gut, dass wir heilen wirklich unglaublich gut damit. Wenn alle voll sind. Sind alle gleich tot. Leave him be. I'm sorry. Come on, Shulsky. Let's get out of sight. But if anything starts shaking, I'll shoot you. I shoot you. Genau. Don't stare. That way. This whole butcher's shop is a cover, right? Der schaut aus wie hinschießen darin lässt. Sit down. Tell me why you're bothering me, and how exactly did you find me? It wasn't such a huge challenge. Who squealed? There are traces all over the dungeon. You're not being very careful. If you want something out of me, you better get to the ass-kissing part. Say what you want. I've got a certain problem, and I'd like to get rid of it quickly. Is it made of clay and weighs 2 tons when Yeah, it shows up? So you got sick of running back and forth across Kervich Bridge? I need the knowledge of a Kabbalist. Your knowledge. I think I have at least a few reasons to say no, Warum? don't I? The main one is the death of my business partner and best friend. Da kennen wir nichts dafür. Wir haben es nicht gewusst. My sympathies about Javier. Really, he didn't deserve it. But I didn't deserve a golem either. A faithful friend and a quick healer. What am I supposed to do with your sympathies? I don't have time, Ariel. We both know that only you can help me. You can keep tormenting me, but are you going to tell me something or not? I can torment you and tell you. A golem is a Salutor like any other, but housed in a physical form. But you attract it and bind it in the same way. The difference being that it's following blood first and the flaws second. Okay. But first, you have to deprive the golem of its physical body, the shell in which the Salutor is housed. You also need to know where the ritual was conducted, because that's the only place you can do it. Good luck. How can I get rid of that clay shell it has? You can't. For that, you need a Kabbalist. Moi. Gut, dass wir uns helfen. I know the incantation for the Berur ritual. What? Instructions for reversing the evil eye, cleansing body and soul, and hiding from the unwanted, but why should I explain them to you? I'm guessing this will cost me something. Money? A favor? A further humiliation? We'll see. I know the place the golem was summoned. The basement of Nozhik Synagogue. So, Sofer managed to do it?
So, apart from my family's blood, the golem is attracted to my initial flaw, right? Initial? So how many have you got? Doesn't matter. I think so too. Thank you. So we're going into the basement of a synagogue, where you'll use Kabbalah to strip the golem of its physical form, right? Then I'll bind it and free myself from its curse? Not quite. The golem is mine. Okay. What do you need the golem for? None of your business. You want revenge. That's very sentimental if you think about it. Another word, and you'll be looking for a new Kabbalist. Over my dead body. Very possibly. That's not such a bad price for relative peace. And you'll never hear me say, fuck off, again. And what about my flaw? If I lose my initial flaw, I'll lose contact with my initial Salutor, right? Could be yes, could be no. I don't know. Want to find out? No. Unless you've got a long line of relatives with flaws. Um so das Ritual zu beenden, eines Schulskis vonnöten, das Blut von jemandem mit einem Laster, um genau zu sein. Da ich mein Laster nicht opfern will, muss ich herausfinden, ob meine Schwester Laster trägt, ja. I've got a sister, twin, but I don't know if Ligia carries a flaw. You'd better find out if you want to get rid of the golem. Then go back to your sister and find out if she carries a flaw. All right, I'll bring her here. Maybe she'll be better off without the flaw. I'm not here to heal your conscience. You're one cold son of a bitch. Let's wrap this up. We've got a deal. A toast? A very successful batch. We haven't shipped everything out yet. This won't make me go blind, will it? The risk is part of the fun. I'll risk it. Ready? Let's get this over with. Godspeed. Find that flaw of Ligia's. Ariel hat die Worte tiefe Meditation, die kabbalistische Natur der Elemente und die Kerzen herum verstrahlt Feuer, Luft, Wasser. Das Ritual basiert darauf, in der Nähe des Golems die richtige Kombination der Namen des Gottes und der Elemente zu verwenden. Kabbala ist gar nicht so schwer. Wir müssen jetzt mal das Laster checken. Ein Fehler, da gleich nicht als erstes zu ihr zu gehen.
Not now, Victor. I don't have time. We have to talk about the golem. I know how to stop it now. You know what to do? Ja. Tell me. Do you trust me, sister? I trust you. And I'm glad that you're here with me. Even if it's not always easy. Do you know what a flaw is? Kind of, but Papa didn't tell me too much about his abilities. If you were to tell me the one thing in your life that matters most, what would it be? Where's this coming from? My family. And you, too, of course. Now, seriously this time. Alright, I'm sorry. I'm putting you second. Work comes first. I want to work. Hard and honestly. And I want to be respected for it. Not have fingers pointed at me. And so it will be. Ich habe in Liges... Was? Ich habe in Ligia die vertrauten Anzeichen des Lassens erspäht. Das hat etwas mit ihrer Lebenseinstellung zu tun, ihrer ehrgeizigen, ambitionierten Natur. Was ist hier passiert? Oh, Shawnee-san, servus. Vielen Dank für den Raid. Hallo. Danke für den Raid und servus, wie geht's? Was habt ihr gemacht? Ich sehe leider im Chat gerade wenig, weil irgendwie kommt da irgend so ein komisches Fenster auf. Vielleicht sehe ich das bei dem anderen Chat besser. Vielen Dank, Lilith, für den Follow. Servus. Na, wie geht's? Was habt ihr gemacht? Just chatting. Ja, wunderbar. Ja, geht gut. Geht ganz gut. Ich will eigentlich dieses Spiel quasi heute oder spätestens morgen beenden, damit ich dann am Freitag Dragon's Dogma weiterspielen kann. Und RP ist auch noch ausständig. Es ist alles so zeitlich begrenzt, gell? Wurden 2 von 6 Bomben entschärft. Damos, servus. Was für Bomben? Was? Wir haben versucht, Bomben zu entschärfen. Was für Bomben und wo? Welches Spiel? Was? Im Just Chatting? Bomben entschärfen. Wie geht's mit RP? Im Spiel Keep Talking and Nobody Explodes. Oh, okay, das kenne ich nicht. Das müssen wir mal anschauen. Am besten bei dir im Replay. Im VOD, so heißt das, gell? Der Flug des Golems. Ich habe bereits sämtliche Informationen zum Golemflug, die ich brauche. Ich muss nur noch mit Ligia zum Ritualplatz gehen. Ariel Roffe wartet dort auf uns. Ich frage mich nur, ob ich wirklich ein Versprechen halten soll, das ich dem Kriminellen gegeben habe. Naja. RP ist gerade auf Eis, keine Lust mehr gerade. Ende des Jahres eventuell wieder. Ah, okay, verstehe. Ja. Das kenne ich. Da hüpft er auf dem Gymnastikball. Na, das ist ein Sessel. Das ist ein Sessel mit einer riesigen Feder unten dran. Und du kannst halt so links, rechts und vor und zurück und rauf und runter. Und das ist schon angenehm.
nimmt auch weniger Platz weg als der Gymnastikball und irgendwie ist es stabiler, glaube ich. Aber der ist super, weil man halt gerade sitzt und dann nicht die Kreuzprobleme hat wie letztes Jahr. Der alte Mann hier. Naja. Ja, ich werde wieder am Montag RP weitermachen, aber das Problem wird sein, dass dass mir wahrscheinlich Dragon's Dogma 2 taugen wird. Und wenn es mir gefällt, dann wird halt wieder das Problem sein, wie bei dem Spiel, dass ich das unbedingt durchspielen will und dann verschieben sich so die Grenzen und dann haben wir das wieder das Problem mit, ja, man kann es 2 teilen, aber ja, weißt du. Ich glaube, ich weiß, welche sind echt gut für den Rücken, sofern man richtig sitzt. Ja, man muss gerade sitzen. Aber man wird eh quasi, na gut, ich bin schon drauf gekommen, dass man auch auf dem lummern kann, ohne dass man ohne dass es halt komisch ist. Und das ist halt auch wieder negativ. Aber sonst sitzt man wirklich gerade. Auf dem Sessel schaffe ich es nicht, das gerade sitzen. Ja, das sind billig sind es nicht, leider. Ich hoffe, das Ding wird nie hin. Du bist traurig. Die 2 wird geil. Ja, ich glaube auch, dass es geil wird. Ich glaube auch. Ich hoffe, dass der Charaktereditor diesmal mehr Platz für Bart gibt. Ich würde mich gern... Man kann ja angeblich sehr viel da einstellen. Und ich hoffe, dass ich ihn mir dann selbst halt, wie sagt man... Dass ich mich selbst halt machen kann. Wie mache ich das eigentlich gern in Spielen? Oder halt übertrieben mich selbst. Der Editor ist doch schon... Ja, der ist verfügbar. Ich weiß, aber ich wollte ihn nicht verwenden. Ich wollte ihn dann verwenden. Ich weiß. Statt der Demo quasi. Aber ich wollte ihn nicht verwenden. Ich wollte ihn erst verwenden, wenn das Spiel draußen ist, damit ich ganz viel Zeit mit dem Editor verschwenden kann, obwohl das Spiel schon draußen ist. Ist zwar vielleicht nicht verständlich, aber ja, so wollte ich es machen. Deswegen wollte ich ihn nicht vorher verwenden. Ich dachte, ich mache das oldschool. Das Spiel kommt raus und ich werde im Editor verharren. Vielleicht eh nicht lang. Aber ich wollte es nicht vorher machen. Weiß nicht warum es war. Ja. Weil dann freue ich mich wieder aufs Spiel, das da ist und dann ist die Zeit so lang. Und so ist es halt. Ja, dann kann man das Spiel auch gleich spielen, wenn man es erstellt hat. Ja. Das ist übrigens ein cooles Point-and-Click-Adventure. Mit Kampf. Aber der Kampf ist halt eher so strategisch Karten ziehen. Wobei, man muss sagen, wenn man es mal raus hat, ist nicht mehr viel Strategie dahinter. So, wir werden jetzt nicht unsere Schwester hintergehen. Ich für die Ehrlichkeit danken. I will. And thank you for opening up to me. And good luck. Thank you. I meant the people who stand in your way. Thank you. Sagen, dass du bereits alles weißt. Naja, erzähl mir da mal von dem Ort. Da tun sie mir einen Golem verfolgen und uns umbringen wollen. Das wollen wir aber nicht. It was summoned in the synagogue. Ein Golem. How do you know that? Zugegeben, dass Jayat dir diesen Ort gezeigt hat, sagen das... Ja, gehen wir es zu, sind wir ehrlich. Das ist die Schwester. Hayat? How did he know? Don't tell me he had something to do with this. Die Wahrheit ersparen. Ah, die Wahrheit Well, he begged the previous rabbi to send the golem after father. It looks to me like he did this out of hatred. I have the urge to send that laundry of his up in smoke. What's our connection to all this? Wird jetzt hier auch Dragon's Dogma spielen? Also auch schauen es an, oder? Oder was steht an in nächster Zeit? Anmerken, dass du den Laden anders in Erinnerung hast. Fragen, ob der Golem sich in letzter Zeit manifestiert hat. Na, das haben wir schon alles gefragt. Wir können eigentlich nur das erste nehmen. Together. You sound serious. What's going on? Today, the curse placed on Father will lose its power. But we have to get going. Are we going down into the synagogue basement? Jawohl. Ariel Roffer is already waiting for us. He's the one leading this whole thing.
Do I know him? I sincerely hope not. He's not a suitable companion for you. Oh, now I'm dying of curiosity. There's no time. How exciting. I feel 10 years old again. Oh, da kommt der Golem schon. Oh, vielen Dank für das Follow, Stamus. So sehr ich auch Spiele mit Entscheidungen und den entsprechenden Konsequenzen mag, ich bin dann mal raus. Schönen guten Abend. Danke fürs Vorbeischauen. Danke fürs Follow und schlaf gut. Oder noch einen schönen Abend, sagen wir so. Darling sister, here in person. You clearly are of the same blood. We have nearly everything ready, I see. I don't think we've met. Ligia Szulska. Ariel Rother. The pleasure is mine. Mr. Roffer, this is everything I've been able to find. The candles are placed where you commanded. Fine. Na, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Good evening, Mr. Szulski. Und ob dann das Sidequest scheitert oder nicht. Ligia Szulska. My regards. Mademoiselle looks pale. Do you feel all right, my lady? Yes, sure. Victor, I need a pound of flesh, and it's up to you whose body it comes from. Victor, what's going on? What's he talking about? To lure the golem, we need your mature flaw. Am I the bait? Ja. Yes. Generally speaking, you could put it that way. The point is that only you, with your flaw, can lure the golem here. Will I lose my flaw in the process? Well, that's linked with aspirations, chasing something. Ambition. Wäre aber eh gut, wenn man das Laster verliert, oder? Laster ist ja irgendwie nicht so super. Get that flaw out of me. Na schau, sie ist super. Wir wollen es ja nicht verlieren, weil sonst würden wir ja unseren Salutoren auch verlieren und dann wird man unsere Macht verlieren und dann wird alles schlecht. Dich bei ihr für ihr Vertrauen bedanken. Thank you for trusting me. But him, I don't know about. Ja, ich auch. I'll keep an eye on him. Enough chit-chat. Since everything's ready, let's get to work. Let's begin. Don't mess this up. I'll do my best. Won't it come? Patience. Okay, ich glaube, jetzt kommt er. Oh, nicht cool. Hashem, be merciful. Have more faith, Feldman. More faith. Was machen wir jetzt? Oder macht er das einfach? Yit Kadash Shimiraba. Na dann. Ready? Yes. Kriegen wir den als Salutoren dann? Das wäre dann I urmächtig. take Der her hat ja alles kurz flaw, und gleich. you get rid of the golem, and we're quits. Ich nehme ihr Laster, du erlegst den Golem, wir sind quitt. Liege als Laster auf dich übertragen und den Golem behalten.
Ariel hintergehen, den Golem mit deinem Laster des Stolzes anlocken und ihn dir schnappen. Das ist eine schwere Entscheidung, was ich jetzt mache. Ariel hintergehen, den Golem mit deinem Last des Stolzes anlocken und ihn dir schnappen. Diges Last auf dich übertragen. Sorry, friend. Not this time. You bastard! Okay, aber wir haben jetzt einen Kampf, den wir machen müssen, okay. Scheiße, der hat viel HP. So, wähle immun gegen Status. Mal das da machen. Dann soll der Wähles da mal den entfernen. So, was kann denn der? Perfektion. Jeder Angriff macht vollen Schaden, das ist scheiße. Den nächsten Fokusschaden. Ah! Den Schaden zu verdreifachen, na, das dauert zu lang. Auch zu lang. Achtmal den Fokus. Kann ich irgendwo noch Fokus wegnehmen? Okay. Gut, der kann jetzt immer vollen Schaden machen. Aber das ist egal, oder? So, der ist jetzt aber mit einem Schlag tot. Aber ich glaube, das soll der Salutor machen. Dann nehmen wir ihm einfach das weg. Ja, machen wir das. Sollte funktionieren. Ja. Ist tot. Ja, ach so, weil der Statuseffekt... Ah, ich bin ein Depp. Der Statuseffekt nicht wirkt. Er ist immun gegen Statuseffekte, das hätten wir müssen aufheben. Also so, aber dann haben wir jetzt Zuckerei. Oh, das hat sogar gut gewirkt. So, jetzt kommen die nächsten. Ich bin gespannt. Lelek. Gut, das war perfekt. Hier ein Schlag. So, sie bekommt jetzt... Ja, absolut.
Perfekt. Dann nehmen wir den Fokus weg und brechen ihren Widerstand. So. Das heißt, wir haben hier dann holen wir HP zurück. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich, gell? Naja, brechen wir da auch was weg. Oh. Oh, jetzt haben wir fett Schaden gekriegt. Dann müssen wir uns zurückholen. Die 2 sterben, haben wir gewonnen. Hier soll er so draufhauen, oder das ist gut, wenn wir mal HP. Wobei das ist jetzt, ach scheiße, das wird verringert durch diesen Debuff. Gut, aber sie ist hin und der stirbt automatisch. Ich habe ihn gewonnen. Aber jetzt ist er tot. Passt. Ich glaube, den Kampf haben wir gewonnen. Und der Golem gehört uns. Lass den Golem nicht durch deine Finger schlüpfen. Lass da Ehrgeiz. Das ist gut, oder? Ja, ein 10% Achievement. Okay. Even Ganafs have more honor. Sehr blöd gelaufen. Er ist eh ein Verbrecher. Fuck off. I said the golem is staying with me after all. Fuck off! Enough! Stop! Both of you! Not here! You're lucky, Shulsky. That's enough, Mr. Rofa. You'll be looking over your shoulder for the rest of your life. Let's get your sister to a safe place. I'll call a carriage. Ich hoffe, sie überlebt. Sonst ist es blöd. Wenn nicht. What happened? How did I get here? Feldman helped me bring you here. He just left. Und jetzt müssen wir zum Rasputin Say hello. hypnotisieren gehen, That ne? was kind of him. What about the golem? Now we're safe from the curse of Satanisław. The golem is mine now. And what about my flaw? Wird verschlossen. Ich hab's I took it aufgesaugt. for myself. So you cheated Ariel Rofa. Jawohl. Fragen, ob sie vorhat, einen Verbrecher zu verteidigen. Anmerken, dass der Golem nun euch beide. I did it for you. Und für mich. Sounds like something Papa would say. Ja, wahrscheinlich. It looks like you tricked him and me for your own purposes because you thought you knew better. And now we might be back in danger. Nein, nein. You'd better get some rest. Without the floor, you don't seem like yourself. You'd better watch what you say. So, wir müssen jetzt zum Rasputin. Zerrissener Brief, liebe Frau Schulska, ich bin ein praktisch veranlagter Mann, ich lasse mich nicht von Gefühlen leiten, sondern nur von Profit. Unser Vermögen durch eine Heirat zu vereinen, würde beiden von uns unzählige Vorteile bringen. Ich könnte mit ihrem Geld mein Wurstimperium aufbauen und sie wären endlich von ihren schrecklichen Lasten befreit, arbeiten zu müssen. Die Frau will ja arbeiten. Hat's gesagt. Aber jetzt ohne Ehrgeiz ist die Frage. Und dann wirklich noch immer arbeiten will.
Ich nehme aber schon. So, hier gibt's nichts mehr. Gut. Den Arzt warten. Wir sind geschwächt. Was ist mit der Wanda? Ah, die bringt uns zu den zweiten Hauptquest, oder wie? Mr. Shulsky, there's a young lady to see you. I'll serve tea in the drawing room. I won't stay long. There's no need. Thank you, Grażynka. A nice house, a spot of tea, a housekeeper. When the revolution comes, everything here will go up in smoke. Ja, wahrscheinlich. Mit ihr schimpfen, weil sie solche Witze macht. Sagen, dass du ihr gerne dabei helfen würdest. Du bist gleich das Erste. You know what? He confirmed my belief that Thaumaturges are freaks. Danke. Das ist der Uri Geller, oder was? Bringt das ein Kabel? Thank you, Wanda. I'm glad I could help. I've got an appointment with Michał. Thank you again. You've done me a great favor. We're square. See you. Will the young lady be visiting us more often? Ach so. Nimm das That's my Erste. hope. Oh, right. So, wir sind jetzt aber geschwächt. Wir müssen zu Rasputin. Sonst sind wir im Arsch. Das wäre nicht gut. Wo ist er denn? Der ist beim Friedhof. Genau. Das hab ich mir fast vergessen. Komm, steig ein. Da oben. Genau. Wo ist der hin? Ah ja, da unten. Da muss er doch noch sein, oder? Das Gelage, das ganze Haus schaut schon komplett kaputt aus. Eieiei. Do you have a moment? For you, always. I need your help. Again. And I won't turn you down again. See? This is your inevitable, cruel end. Vielleicht kann man umarmen den Golem und dann ist er auf unserer Seite. It's approaching. You won't escape it, nor hide from it. I don't want to die. It's not up to you. Sometimes you have to accept the blow. Ach so, das ist der Dreck. Now, give him the command. From now on, you will obey me. Hat es funktioniert? Ja, ja, bitte. Diesmal hat uns Rasputin gar nicht beobachtet. So, dann. Boah, was haben wir denn da? Dann schalten wir die Leitkarte frei, wieso auch nicht. So. Ein Salutor wird noch fehlen scheinbar, wir haben 3 Punkte. Soll ich mir die da einfach voll reinhauen? Leitkarte, da ist sie.
Doppelt die Anzahl des Status gepeinigt für alle Feinde. Das ist schon super. Was geben wir denn da noch rein als zusätzlich? Unterbricht die geplante Ahndung eines Feindes, wenn... Oh. Mal das da rein. Oh, da haben wir auch nichts drinnen. Schau, da haben wir vergessen. Das verwenden wir aber fast nie. Ah. Na gut. Ah. Dann hätten wir das. Dann hier raus. Hinaus mit uns. Was haben wir denn noch? Wir haben nur noch das eine Quest offen. Und die Zwickmühlen des... Na gut, der Schneider. Der wird sicher noch genug kommen. Das ist eine Sidequest. Dann können wir eigentlich... Weil... Jetzt nichts, genau. Also wir können eigentlich nur hier... Oh, warte mal, das ist da ist ein Fragezeichen. Ist da eine neue Sidequest? Nachricht von Aberos. Ja. Victor, du alter Schwernöter, komm bitte vorbei, wenn du etwas Zeit hast. Ich habe etwas Großes vor, genau wie in alten Zeiten. Das ist ein Nebenquest. Jetzt geht schon wieder los. Ja, genau. Unser alter Freund, wo wir am Schluss immer irgendwo besoffen aufwachen oder halbtot. Ja. Aber auch ein Nebenquest möchte beendet werden. Natürlich. Dann machen wir das lieber, bevor wir das Hauptquest weitermachen. Ganz klar. Man weiß ja nie, ob man nicht vielleicht dann dadurch auch einen Salutor kriegt. Salutor. You seem happy. What's going on? Saturday. That's what's going Ja, on. da freut er sich auf. Party und so. Live your life Weil es like heute erst every day Mittwoch, is die wissen das noch Saturday. nicht. Listen, we've got a job coming our way, just like in the good old days. You, me, and beating up some thugs. Was? Interested? Wieso? I know you are. Aha, okay. Nach der Action wie in guten alten Zeiten fragen. Nach dem Leben im Warschau Untergrund fragen. I'm interested in Warsaw's underground scene. Ask a mailman. Say what you want to know. There's something else. The booze doesn't judge. Shoot. Ja gut, dann Action in alten Zeiten. What kind of action have you got coming up? There's this guy, Kafar, from Ruzhitz. The bastard thinks he can mess with the left bank. He and his people seized one of mine, Max. Said he owed them. He got away, but there's still bad blood. I thought I might explain a thing or two to Kafar. So, shall we go there? Ja, mit You have my grimoire. Yes, that's what I like to hear. Come on, let's show Kafar we mean business. I won't have anyone going after my people for some imaginary debts. Mal schauen, was da wieder rauskommt. Look how beautiful it is. The babble of fishwives, the cursing of longshoremen, and there, marshmallows are being cut on a chopping block. Oh, and there my dad used to have a stall. Well, never mind. Where do we find that wise guy? There, in a shack in the southeast. His people usually stand by the entrance. Let's go then. But you go with the ships and lock Ruzhitz so that Kafar knows this is serious. And so that none of those bastards get away. I can't let you stick your neck out for me, boss. Not just me. It won't be the first time we beat on some knaves with Victor. What exactly did that Kafar do to you?
He's threatening to send his people to hurt my daughter if I don't give him back his Na, money. das geht nicht. I won the money fair and square in a game of cards, but Kafar claims he was drunk, and I took advantage of that. Ja und? Ja, wenn er gewonnen hätte, hätte er auch nichts gesagt, ne? Hätte man das Geld auch nicht zurückkriegt. Eine Farce. Close the gates. On it, boss. Helfen wir, natürlich helfen. Sowas lassen wir nicht zu. Today, my dear Victor, we will embark on a sentimental journey. A long, long time ago in the Mermaid City lived a brute, the leader of 40 grafters, keeping order at Różec. Let me guess. We are the righteous warriors who will Natürlich. teach you a lesson. Das sind wir. You know it. We are some helpful bastards, aren't we? You seem to be in awfully good mood. Well, sure. It's just like the old days, isn't it? You and me against the world. Old pals pledged their loyalty, their voices like a sling projectile. Besides, the Różec lads are really fun to smack around. Oh wait, speak of the devil. Here they are. Let the fun begin. What do you think you're doing? Closing the gates, kicking up a shindy? You shouldn't show up here, Nujits. Sie ist ja so ein Zirkus Yes, I entflohen, know. oder You're was? intimidated by the sight of an intellectual. It's time to write the first chapter of today's tale on these ruddy mugs. I will call it The Pilgrim and the Poet K. Na gut, wir sind eh genug. Dann machen wir das. Auf easy. So, was ist da? Kann der UP hier irgendwo helfen? Den mag ich eigentlich am liebsten. Ja. Da. Ah, Blödsinn. Da. Nehmen wir ihm die Action Points. Au. Wieso alle auf mich? Nehmen wir jetzt mehr Punkte. Den haben wir jetzt um. Wird sich nicht ausgehen ganz, gell? Aber ist ja wurscht. Eichmühlen. Ein Schaden nur. Der ist so schwach, unser Freund. Und er wird sterben. Dem müssen wir eindeutig die Zähne ziehen. Was kann der Golem eigentlich? Der tiefetten Attacken, oder? Oder mal den drauf haben. Schaden zufügen. Das machen wir mal. Die peinigen wir alle. Wir kriegen HP dazu. Und angreifen ist nicht so wichtig. Wir haben eh kaum Schaden. Er ist tot. Dem geben wir jetzt Leid. Ja, Knie nieder. Tot und der Golem bringt tot. Eine gute Kombo. Ehrlich. Oh, Easy. Victor, that was truly exquisite. Ja. Can you smell the aroma of Madeleine? Ja, Wafting unbedingt. through the air.
Natürlich When you kriege smacked the ich das. tallest one, I almost shed a tear. And this is just chapter 1. Time for chapter 2? Sure thing. And we can do anything we want in it. It just has to end with us paying Kafar a visit. After all, I'm on official business here. This is our time, Victor. And time is like a little partridge, running fast as fuck. Ein We Repo need to mit take advantage of Blähungen, that. das ist einmal ein schöner Ausdruck. Das ist wie ein Follow Repo me. mit Blähungen, One das scum muss man queen merken. awaits in a tower. Meine Damen und Herren, dies ist Kafar, der furchtlose Rojitski-Leibwächter, der seine Arbeit vor allem liebt, weil er dabei Schutzgelder von erschöpften Standbesitzern erpressen kann. Eine echte Stütze der Gemeinde. Ich bin tatsächlich froh, dass er ihn vorstellte. So, das heißt jetzt aber Folgendes. Wir machen kurz eine Pause. Ich muss auf die Toilette. Bis gleich. 5 bis 10 Minuten. So, weiter geht's.
So, wo ist der? Ah, da ist er. Hold on, Kämpfen wir uns scumbags. jetzt durch, I'm oder was? talking to you. Ein What did we do Kampfgeist. to deserve that kind of treatment from the authorities? Authorities? What authority? He's just a corrupt copper. You must have a death wish, you lice-ridden mongrel. Lovely. Another one to be made into mince. Although, upon careful consideration, the process won't help much in this case. Oi, let me just... Deine Kosten Spaß haben. Abaritsu, do you remember how we used to make fun of the constables to make them chase us? I sure do. Hey, ugly. It's in your pocket and it's gonna muck it. Weiter. What? Shit's a lot. I'm gonna tear you apart. This one lacks a sense of humor. Chapter 2, The Pilgrim and the Poet saw. Stimmt, wir sind der Pilgrim. Erster Poet. Ja, ja. Oh, es wird immer mehr. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Na. Das einfach. Hier, bis dahin ist er gepeinigt. Und peinigen wir den, den anderen peinigen wir auch. Peinigen alle. Genau. Wir heilen uns jetzt auch wieder. Keine Sorge. Ein Schlag. Perfekt. Doppelter Schaden ist halt mächtig. Jetzt sind alle gepeinigt, oder? Tja, wer ist denn der Nächste? Ja. Aufschlag ins Gesicht. Das. Ja, ist nicht so ein schlimmes Problem. Der nächste tot. Der wird jetzt auch sterben. Er. Passt. Guter Kampf. Auch das haben wir erledigt. Thaumaturge never fails me. So, wie viel müssen wir denn jetzt noch kämpfen? Ich hoffe, das ist gleich vorbei. Sehr lächerlich. Thaumaturge never fails me. There is something here. Da ist something here. Thaumaturge never fails me. Da ist was. Kleines Paket. Weißes Pulver. Das Koks. Kann schon möglich sein. Ah ja, da geht's wohl weiter. Also. What are you joshing for? Niejits, this ain't your turf. Why the hell did you come here raising a stink? Get out of our way, plebeian. Wait, Abaritsu. Take a look at him. Doesn't he look like... Samson the Thug! The same beady eyes are straying in search of reason.
What did you say? You look like a hothead from way back who stood in our way. Shall we do the same as we did with the other one? Ja. We're from the Franciscan Sisters to see the Honorable Mr. Kafar, whose generosity is widely known on both sides of the Vistula. We're collecting money for a wooden figure of Christ by the puppet maker Geppetto. We're going to raise money together once his oak limbs come to life. What? Is there such a puppet maker? Fuck, I can't keep my countenance like I used to. You can't talk to this idiot. I'll get you for this. Okay. Das ist wie ein Durchkämpfen. Ich glaube, das hat bald ein Ende. Oh, der Schlag. Muss ich aufschlagen, wie jetzt ihn bitte. Ja, sehr gut, der ist verschoben. Ich kann also später erst angreifen. Perfekt. Alle dem Tode nahe. Super. Und auch er verschiebt sich nach hinten. Das trifft sich super auf die Rückerstattung. Er macht schon Schaden, aber er wird halt gleich umkippen. Das ist klar. Und hier alle keine Chance. Kann man nur reingehen. Da drin wird nicht dann der Endkampf, ne? Niedzits, you snitch. You always drop in unannounced. Did you hear that? A loan shark calls me a snitch? The scumbag. Next time, I'll send you a note. I want you to stay the fuck away from my people, especially Max. And what are you going to do? I've got a reputation here. You'd best shut your trap and bark up a different tree. He's going to get his trap smacked. Let's get him. Ja, stimme einfach zu. Let's try your way. Like in the good old days. Aren't you a jumpy little rooster? You've got nothing on me. Blitzpieper, okay. Das Wort kenne ich schon, aber ist sehr All right, have it your way. weit weg. Victor and I will be going now. Really? Fuck no. And now say goodbye to your teeth, darling. Chapter 3. The Pilgrim and the Poet conquered. Jawohl. Gut. Nehmen wir es auseinander. Oh ja, aber das hinter uns wächst. Ich bin charmiert. So.
Na gut, aber das ist klar, da kommt er. Und rammt ihn um nachher. Sind jetzt alle bemitleidet? Ist kein Problem. Teil mal alles zurück. Oh, was ist das? Eine Axt. Oh, ein Hammer. Aua. Scheiße, ein Hammer. Na gut, er gibt um. Oder hätten wir gar nichts machen müssen. Und der ist Geschichte. Der ist auch tot. Der ist auch tot. Gut, schöner Endkampf. Für das Nebenquest. Just get the fuck out. Yeah, I bet you will. Victor, give me Satanisław's gun. There. Let the story come full circle. Say hello to Setsemin in hell. Who? What the fuck? Look, Kafar left us some aquavita. Then get it and let's get out of here. Okay, das wollte ich... Let's go. We've earned ourselves a high-grade epilogue. Das war hart, aber ja, gut, ist so. Für unseren Freund. Ist ja geil, am Schluss enden sie immer besoffen. Well, this is what I call a happy ending. We beat up a few thugs, and we taught them a lesson. Well, if that was an evil deed, then the Tsarist government would have arranged Warsaw differently. The loan shark is defeated, and justice prevails eventually. What a grand time. I had a ball. How about you? Likewise. You better tell me why it was my dad who swung for it, not us. Honestly. We came back, Satanisław took you into his office for questioning, and then what? Father never raised his voice. I wished he had screamed and been mad at the time, but all he did was talk. From time to time, Balberit would show up and look at me. I thought I would die that day. Then I heard your father would answer for the loan shark's death, and you and I would get away with it. Stanisław told me to pack and take this gun with me, to remind me that it wasn't just the lone shark who lost his life that day. Right. My dad would rot in jail, and yours had to sell antiques. Do you think your old man was right to expel you? Die Entscheidung deines Vaters verteidigen. Die Entscheidung des Vaters verurteilen. Zugeben, dass du dich nicht entscheiden kannst. Ja. I don't know. It was a long time ago. In another life. Right. And now that Satanisław is pushing up daisies, it doesn't matter anymore. Never mind. Each of us had his share of suffering. And now, we're here drinking vodka as winners. Kings of life, lords of death. Ein Trinkspruch auf das Ende der sentimentalen I think Weise. it's time to finish this chapter. Jawohl. Yes, but surely this isn't our final chapter.
But enough talking for now. Let's drink. To friendship, Victor. To friendship. Being squared up. Prost. Na schön, schönes Nebenquest. Wie in guten alten Zeiten. Nur 7,2% der Spieler haben das gemacht. Naja, schön. Waren wir wieder mal super drauf. Nachricht, Bruder, Gelübde. Die mit Gläserklirren besiegelt werden, kann selbst der Teufel nicht brechen. Ich bin zu meinen Klappmessern aufgebrochen. Ich kann nicht zu lange unbeaufsichtigt lassen. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Angeln, okay. Der Kreislauf von Leben und Tod. Heute werfe ich die Angelrute aus, doch morgen hänge ich selbst am Haken. Das ist cool. Schön, schön, schön. Der Stör und die polnische Sache. Kameraden, wir haben uns versammelt, um eine Angelegenheit von höchster Dringlichkeit zu diskutieren. Wir, die polnische Untergrundvereinigung der Angler, müssen drastische Maßnahmen ergreifen, um den polnischen Stör zu schützen. Die Population dieses majestätischen Fisches, weit in der Weichsel verbreitet, ist jetzt gefährdet. Noch tragischer ist der Grund für den rücksichtslosen Fischfang. Er wird für den Rogen getötet. Für Kaviar, der direkt an der Tafel des Zaren serviert wird. Deswegen müssen wir als Angelenthusiasten über die Unabhängigkeit kämpfen. Unsere Leidenschaft für Fisch und Liebe zum verlorenen Vaterland wagen. Sehr geil. Das mache ich an dem Spiel, dieses leichte. Got a permit? Oh, was ist das? What permit? The river belongs to everyone, doesn't it? Nicht? And who do you think stocks it, huh? You think 5 kilograms of bream just fell into the river? Bitte was? Wir haben nicht geangelt Pay the erst. 5 ruble fine while I'm still in a good mood. You won't fool me. There have always been fish in the river, and there always will be. Anyone can fish. Fucking poacher! Butchering our fish. We will show you what it means to use the river responsibly. Gut, dann wird noch einen we got a Kampf. Was poacher soll's. here. Get him! Ja. Die werde ich zu Brei hauen. Wir hauen sie zu Brei. So schaut's aus. So, er da. Den vollen Schaden ab. Er da. Kriegt das ab. So. Dann komme ich dran. Nach ihm kommt das dran. Dann kriegt er einen Statusschaden, den er jetzt kriegt, weil er gebrochen ist. Seine Immunität ist gebrochen. So, perfekt. Er hat noch Immunität, da kann ich nichts dagegen machen. Heißt... ja, geben wir ihm das nochmal ab. Der Golem. Der Golem braucht halt zu lang. Brechen wir mit der kleinen Viech da die Immunität. Der weiß gar nicht, was er vorne hinten ist. Ja, mein Gott. Oh, mit einem Brügel. Und das ist ein Schuhlöffel wieder. So, jetzt sind alle... Ja, alle sind gepeinigt. Das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Der kriegt jetzt halt den... Also für mich kriegt er den Golem ab. Das war's dann für ihn. Der ist tot. 3 Schaden ist halt echt wenig. Das war super, alles in einer Runde. Perfekt. In einer Runde. So, Dalai, ich fisch, wann ich will. Nicht, wann die wollen, dass ich fisch. Haben wir eine neue Map erkundet? Na, das ist eh... Ah, das ist eh der Hafen. Ach so, das ist der Hafen. Ja, ja. Könnten wir aber schon noch das durchschauen. Ich glaube, wir müssen ins nächste Kapitel, damit der Schneider wieder freigeschalten wird. Der Schneider hat nämlich nichts. Von Interesse. Oh, warte mal, vielleicht haben wir da eine Quest.
Hey, Chief, spare a ruble? How about two? You look good, so I bet you're Also well reich sind wir off. nicht. Wir haben kein Geld, die Schwester muss alles zahlen. A ruble? That's a lot of money. What are you going to do with it? We'll invest. Give us some. Ja, Then bitte. what? We'll make a bet with those fellows. Aha. And if you go fight them and win in a square fight, then... So what do you say, good sir? Let me summarize. You want me to fight Porter so that you can win a bet and multiply the money that I gave you? Yes. So the whole idea for making money is based on me. Why are you so surprised? We have to start somewhere. So what do you say? Will you give us a ruble? Ja. Fine. Zedek, get your ass over here. Such a pretty lad? Are you afraid to get beaten up? Come here, lad. So, es ist wieder ein Kampf, aber wieder eine Nebenquest oder was auch immer das ist. Und die da hinten irgendein... Ja, es ist verrückt. Also die Idee ist ja wirklich das Geilste. Der Kuss der Schlange. Ah, auch er bricht. Jetzt bin ich bei den Watschen. Das überleben die alle nicht, das ist wunderbar. Die werden alle nach hinten versetzt. Die brauchen einfach nicht mal angreifen. Das Peinigen erledigt sich. Das Peinigen war eine super Sache, dass ich es in den Kopf gekriegt habe. Damit kannst du eigentlich fast jeden Kampf gewinnen. Du musst nicht mal irgendwas machen. Du kannst einfach Panik und die meisten Kämpfe sind dann quasi schon gewonnen. So, aber da gehen wir schon hin. Diesen Punkt. Wo komme ich denn da hin? Da muss ich irgendwie rein, ne? Oh, ich bin ein bisschen müde. Was ich gern wieder mal hätte, ist ein Baphomets Fluch. Mit so kommt ein Remake. Das waren super Spiele. Die waren halt schwer. Das ist halt recht leicht. Easy. Halt eher mehr Geschichte, mehr erzählen und zuhören. Inmitten des Fischgestanks vom Hafen Praga eine Orange kosten, die noch nach der Sonne riecht, ist wirklich grotesk. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr zu holen. So gehen wir. Oh nein, da ist doch was schon. Eine zerbrochene Flasche. Eine Farbeninferno flackert noch auf dem Glas. Der Anblick ist so atemberaubend, dass ihm davon eine Flasche aus der Hand geglitten ist und zerbricht. Ein echtes Feuerwerk. Ich glaube, da ist was. Eine Art Map-Quest. Feuerwerk. Schön.
Bin ich hier falsch gegangen? Wohin des Wegs zur Getränkeverkostung? Aber hat deine Frau dich nicht trockengelegt? Ja doch, aber nur beim Alkohol. Henrik Reiner veranstaltete aber eine Verkostung einer neuen Getränks aus Amerika erhofft, das Freiwillige für Delikatessen hier gibt. Was ist mit der Flasche in der Tasche? Ach, nur ein polnisches Gewürz, ausländische Flüssigkeit, was wenn das Getränk ungenießbar ist. Toll. Gefäß mit Muscheln. Wenn man die Muscheln betrachtet, driften die Gedanken zum klaren Meerwasser. Oh, ein zweites Quest. That's quite a samples on your mug there. Who Ich bought sage, sieht aus wie eine Klobürste. Was ist mit ihm? Place Ja, yourself das wird in my dumm. hands and we'll make it prime in no time. Let's do it. Soon the fancy boy will be... Stay still once I start working my... I see. We don't want to reenact this. Das ist ein Barbier. Glatze. Hier komplett anders ausschaut dann, hm? Ja, machen wir es mal. The way I say it. It does. Sieht fesch aus. Goldener Tiger, ein erstklassiges Spektakel, feurige Kaskaden ergießen sich leuchtende Farben am Himmel und formen ein funkelndes Bouquet. Nur Feuerwerk der Marke Golden Tiger macht die Nacht zum Tag. Secrets? Not on my watch. Beim Lagerhaus. Ich sage ja, ich bin falsch gegangen. Oh, die Quest ist abgeschlossen. That's not what I expected. Ein leeres Lagerhaus. Was ist The das? smell of evil suggestions and pure malice with a subtle hint of sulfur. I think I know who you are, scamp. I'd bet a braggart just like you. Nein, haben wir einen Salutor gefunden. Scheiße geil. Das ist der Teufel. Oder was ist das? Wir haben einen Salutor, die Person vom Krampus. Das ist der Krampus, nicht der Teufel. Das ist urgeil. Wir haben jetzt ohne Not, Gott sei Dank haben wir hier herumgeschaut. Zum Glück. Haben wir den Teufel gefunden. Oh. Umgeworfene Pakete. Von Scham getrieben. Der schließende geflickte Mütze. Waffenbagger wurde eine Waffenliefer entwendet. Zerrissene Suchanzeige. Müde Hände rissen das Plakat wütend ab und zerfetzten es. Glücklose Opportunisten, offenbar sind die Besucher dieses Lagers in den Besitz gestohlener Waffen gelangt. Anybody there? I won't hurt you. Let's say 2 taps mean yes and 1 tap means no. Do you understand? Ich glaube, der ist gefesselt da hinten. I'll be back. Yes, it... Hier noch was finden, glaube ich.
Der Geruch von billigen Selbstgebrannten hängt überall. Dekorative Lampe, die nicht zum Innen des Lagers passt. Ladenpflegen. Für nichts mehr. Dann probieren wir es. Probieren wir unser Glück. Are you still... Have you seen the... Does it have anything to do with a certain well-known Warschau Tag about it? Do you think this has something to do with the socialists? Was it someone local? Aha, da war eine von da, okay. How long have you been here? A day? 2? A week? Länger? More? What the fuck? Are you a harbor worker or a sailor? Okay. Do you know anything about the stolen arms shipment? Do you happen to be one of the gendarmes who escorted the convoy? Scheinbar. Okay. Nicht schlecht. You're Gute lucky I sent Auffassungsgabe. it to Wild Salutor here. I'll find a way to get you out. Finde den Person, der Krampus folgt. Aber wie soll ich das machen? Da ist nichts. Dort. Do we really have to? You know. Hey! Sag nur, dass du Feuerungsfilm verlangst. Immer das Waffendiebstahls ansprechen. Are you the underground heroes that half of Warsaw is looking for? You're the ones who took the Ruskies' arms? Edek, he knows everything. Jawohl. I'll tell you something. Maybe we can recruit him. Maybe he'll join us? Yeah, or maybe we can bribe him. Yemio, how many times do I have to tell you that you're not the boss here? Wer ist denn der Boss? Stop calling me Edek. This isn't what you promised, Edek. No complications, and we'll live like kings, you said. I know what I said. There's no denying that you're to blame more than anyone. It was you who started it. Neither you nor Yemio is the mastermind here. No offense. All you need to do is report it to the police, and you can go home back to your wife. Actually, you're right. Can't you see what he's trying to do? He wants to drive a wedge between us. No, this isn't over. You saw what happened there. The coppers came with armored wagons. We can't run. We won't run. We'll take them by surprise. We'll give weapons to people, and we'll have some real fireworks for the police. First, we chase the Ruskies away from our neighborhood, then the town, and then... who knows? Er hat also den Krampus drin. Yemio, you've got a gun, so watch this one. Let's go. Why me? I want to go too. You gotta be a little savvy for this. Stay put, I said. Fine, I'll tell you something. But no tricks, alright? Edek ist ein Brandredner, der seine Fähigkeiten Selbstzweck zur Flucht aus schwierigen Lagen nutzt. Um sein Laster ganz herauszukehren, muss ihn dazu bringen, noch mehr Ärger zu machen. Edek doesn't like you, does he? He certainly doesn't respect you. And the other way around. All he can do is put you down. And if I say anything, he always turns it on its head. So he comes out on top. Does he often promise you things? All the time. And the others are eager to follow. It's like he infects them with his ideas. And now he told me to sit here with you. Yemio ist sehr wütend auf Edek.
Imul ist nicht der hellste Leuchte und Edek verspottet ihn oft. Der Spott kränkt Imul. Don't you want to get back at him for everything? He'd start to respect you. Yeah, honestly, sometimes I feel like pasting him. Maybe there's a better Das ist ein way. bisschen böse, aber ja. Like what? Unbegebene Zunge. Edek und seine Leute halten vermissten Polizisten gefangen. Sie wollen sich seiner einzigen Zeugen der Tat entledigen. Sie töten ihn wohl. He told you to stay put here like a dog and watch me. What do you think would upset him the most now? Let's think. If I didn't pay no mind to his command and let you go, he'd be mad, all right. Furious, even. It's what we want, isn't it? What would happen if that gendarme from the closet disappeared too? I'll tell you something. I think Edek would burst into tears. Then let's do it your way, Yemio. Thank you and good job. I owe you, Thaumaturge. Lihotsky. Forget it. Shulsky. I like the way you outmaneuvered them. I'm surprised the army doesn't have more of you. I heard what those guys were planning. I must act. How come such morons pulled off something like that? The arms were on a barge with us. They came out of nowhere, and Edek somehow convinced the other gendarme to evacuate. He's very persuasive. Whenever there's any doubt, he takes charge and promises the earth, and the others follow him. What do you intend to do? You heard what they said about the armored police wagons. The forces must have cut off ways out of the harbor. I know how many arms there were in the shipment. If Edek gives that away out there, there'll be a bloodbath. I need to call for reinforcements. You're right. That way we might avoid bloodshed. And you? Get out of here if you know what's good for you. Thank you, but I'm afraid I can't. In the midst of all this, there's a demon that I'm chasing. I'm certain it impacts our demagogue, Edek. I can't leave you all alone. Hang in here until I come back. Ja, super, der Typ. Also gehen wir dem nach. Oh, da ist wieder was. Nein. Doch. Liebe Leise, danke dir. Ich bin bester Gesundheit und das vor allem dank deiner neuen Behandlung, die du mir empfohlen hast. Wusstest du, dass der Besitzer des Ladens diese Woche jeden Morgen Verkostungen deines Lieblingsgetränks anbietet? Das Aroma ist tatsächlich einzigartig und was noch wichtiger ist, es hat meine Kopfschmerzen viel seltener werden lassen. Also mehr Missionen hier. Ist das jetzt eine Stadt oder eine Side-Mission? Nein, das ist eine Side-Mission. Denk mal gerade, die Stadtmissionen sind ja recht viel, sind ja einfach nur zack fertig. Okay, hier passiert was. Also da der Lelek. Na, wie Derek, Edek. You have nowhere to run. Lay down your arms and we might let you off lightly. Get the hell out, you Tsar's lackeys! Today, the harbor. Tomorrow, all of Warsaw! Sergeant, it's that magician. You're still here? You always show up before a riot. Yemio, the idiot. He had one job. Don't get in our way. That gendarme you held captive has run away.
He'll soon be back with more troops. They will burn the harbor to the ground, with you right in the middle of it. Then why don't we burn the harbor before they get here, Eddic? There's no pulling punches with the Ruskies. To arms, people! You cannot end this without bloodshed, even if you wanted to. You've become a victim of your own demagoguery. You're right, and I don't mean to stop. Oje, oje. People! We're about to Da fight ist es. the first great battle that will change the course of this land's history! It will be the cue for a nationwide effort, and will inspire all the partitions to fight! But the harbor will be ours. Right, Eddic? First, we take the harbor, then Warsaw, and then we'll Ein force the Verrückter. Tsar himself to negotiate. Sergeant, this is getting out of control. Let's get them, boys! People! What the foreign power has seized from us, we shall now recapture. Oh! What the fuck? Retreat! Retreat! Nazad! Nazad! For fuck's sake! Get lost, Russian bastards! It's our land now! Ich meine, es passt eh, aber... Where's your army? Let them come. They'll see what happens when the people get really mad. And if you're not with us, you're against us! That's enough. Jetzt holen wir ihn, oder? Das ist wirklich dann unser letzter, der Krampus. Who visits naughty children. Eddic was a perfect tidbit for you. Es ist wirklich Krampus? Time Ist ja for geil. you to choke on it. Wir haben den Krampus. Ich glaube, die sind wirklich alle hin. Alle instant tot. Perfekt. Und der Rest.
Wieso bricht sie nicht? Oh scheiße, ich hab zu wenig Hand. Das ist scheiße. Oh Gott, falsch. Das ist mein Fehler gerade. Nicht gut. Nicht gut. Das ist scheiße. Dass ich das jetzt so aus der Hand geben habe. Nicht gut. In der Beste eilig. Nicht gut. Es kommt zu spät, wie ich welche. Naja, wobei. Doch nicht. Ja, 18 HP hinzu, ich glaube, wir könnten es gewinnen. Tot. Nicht tot, was? Wieso stimmt nicht? Das habe ich unterschätzt. Das kriegt die normale Watschen. Ich glaube, der Krampus gehört uns. Perfekt. Ein neues Laster. Demagoge. Rasputin sees you. You two have a lot in common. Rasputin ist der Krampus. Lasst Krampus nicht entkommen. 9,2%. Let's end this soiree. Scatter and we'll let you off lightly. You stand no chance. Do you want another red Sunday? Don't listen to him. The harbor. Then it's just... Shut the fuck up. It might not have been a model operation, but there were no casualties. I should be going. Have you thought about joining the services? Nein. No, that's not. Da wollen wir nicht hin. Letztendlich konnten die Menschen am Hafenviertel sogar in anderen Uferexplosionen echt Feuers bestaunen. Auch das Feuerwerksgewässer hat uns halt dahin geführt eigentlich. Dick. I need to see Rasputin. So, hier gibt es aber jetzt Stadtquests, oder? Es gibt 2 Stadtquests hier. Da könnte jetzt, sollte es nicht mehr viel passieren. Sollten wir es machen können, ohne dass wir Rasputin müssen.
Dienstmädchen. Rio passe perfekt zum Frühstück nach heftigen Nächten. Ah, Frühstück ist ja wieder der Frühstück. Na, ist eh bald Frühstück. Nur noch einmal schlafen. Der brennt alles. Ah, das hätten wir vorher daher müssen. Wir sind voll den falschen Weg. Entgegen ist es klassisch. Oh, das Pferd. Das Arme. Henrik Reiner, Warenimporteur, Lagers 4. Oh. Voller. Voller. Voller, also. Kolonialwaren, neue Waren aus Brasilien. Well, there we have it. Jeden Morgen findet sich mit kolonialen Warenhandel Lagers 2 Verkostung von delikaten Rio-Cafés statt. Ja dann. Nimm daran teil. Es ist Nacht. Führt mir jetzt dahin? Was morgen hat's geheißen, oder? Am Morgen. Let's. Mal wieder zurücklaufen. Ein bisschen eine Hatscherei, diese Stadtquests. Aber sie sind vor allem mit den Zeichnungen ganz witzig. Ah, schön, das sind die kolonialen Waren. Jeden Morgen findet im kolonialen Warenhandel eine Verkostung des Kartenref-Cafés aus Brasilien statt. Dieses Getränk empfiehlt sich vor allem für jenen harten Morgen nach einer schlaflosen Nacht. Schön. Das ist jetzt noch die amerikanische Delikatesse. Haben wir auch gleich und dann müssen wir zum Rasputin gehen. Ein interessanter Nachgeschmack und leicht anregend. Rainer glaubt, dass sich dieses Getränk recht gut verkaufen könnte. Das ist das Cola, ne? Ja, das wird zum Kassenschlager. Wie kann's schon jetzt? Ich kann die Reiche jetzt. Gefährliche Freunde, Hauptquest. Kutsche. Genau, südlicher Teil. Den Arzt aufsuchen, das ist es. Ah nein, Blödsinn, 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 wir müssen zum Rasputin. Sonst haben wir einen Kampf und sind im Arsch. Das wäre blöd. Ah, da sind schon wieder mehr Leute wach.
Do you have a moment? For you. I need... So, letzter Salutor. Do you see anything? Ow! Der Krampus. The next trickster? Yes, this one is worse. Well, yes. Don't worry. He thinks he's playing with us. It's just an illusion. Come here. Wie so ein Haustier. Enough joking around. Bin gespannt, was das mit Rasputin am Schluss zu tun hat, ob da noch irgendwann eine Aufklärung kommt. So, holen wir uns die letzte Karte hier. Fokus. Da ist der Arzt drin, okay. Im Apartment. Ah, ja, also. Warten wir hier auf ihn. Oh, da kommt er. Assalamu alaikum. Okay. Ihn weltlich grüßen. Welcome. I'm not used to getting such a welcome from others. Usually, they go charging straight into my head. That's not very polite in my view. One ought to introduce oneself first. Emir Bernakovich, Fulge. Are you alone? I've taken care of them. Good. Thank you for the onion. Thank you for the fork. The onion revealed to me that you sincerely wished to meet. How can I help you? What is a Faude? That's what we Tatars call Thaumaturges. I'm a healer, a fortune teller, and a doctor. Is something ailing you? I'm looking for the Black Grimoire. After my father died, it went missing. What do you need another spell book for? I want the knowledge he might have written in it. You're inexhaustible, like him. Get to the point. As you wish. Enough beating around the bush. Oh shit, was ist das?
In this place, we can talk openly and take all the time we need. But mind that lying may cost you dearly. Who told you I have the Black Grimoire? The person who drew you to my attention was Ivan Konieczkin. As I thought. The chief had been circling Stanisław for a long time and was interested in his associates, in us. The Grimoire. My patience is running short. Suffolk is dead. You're the only one left. Yeah. Give the Grimoire back. This is the last time I'm asking. Stanisław used to tell me you were really sick and nearly lost your mind. How did you manage to get through all that? Grigory Yefimovich Rasputin cured me. How? As far as I can tell, he used hypnosis on me, and he still peeks into my head from time to time. Do you trust him? He hasn't betrayed my trust so far. Is Rasputin a thaumaturge? Eigentlich nicht, oder? I don't think so. I'd have noticed that. Do you know any other thaumaturges from Warsaw? Yeah. Yes, I know 2 more. That's enough. I don't have the Black Grimoire, and I've never had it. Oh shit. You've got enormous potential, but you're not yet reaching it. Is speaking the truth not in such demand anymore? I'm not looking for an honest thaumaturge, just a powerful one. I want to rebuild the coterie with your participation. Why do you want to resurrect it? I'll tell you why you want this. Warum will ich's? Because there are ways of strengthening the potential of one thaumaturge using the potential of many. You'll soon learn. I trust that now you're intrigued. Mein Stolz ist zu gering. It sounds tempting. I'll think it over. That's enough for me for the time being. But take my advice. When you leave here, go to the one who healed you. I sense he has many secrets. Ja, das glaube ich We auch. all do, don't we? Yes, but his secrets might be dangerous and might thwart your plans. Be careful. Okay. Rasputin also. Müssen wir erst wieder zurück zu ihm. Alles führt zu ihm. Eigentlich ist seltsam. Der war von Anfang an da. Hat von Anfang an geholfen. Die Wiese hat er Mächte. Und oft kann er sich erinnern, was wir dachten. So gefährlich. Was? Ist der woanders ist? Wo ist der hin? Am Friedhof ist der Rasputin. Vielleicht auch noch hier. Okay, im Mausoleum.
What are you doing here? Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. Aha. Your father was a great man. Schön. You didn't answer my question. What are you doing here? We're on the boundary of two worlds, amid human ashes. This is a wonderful place to contemplate the future. Your father considered himself Polish. Your mother was Russian. And you grew up in France. Who are you, Victor? Fuck will der? I'm a Thaumaturg. I also think that it's our nature that defines us, and not the place where our mothers brought us into this world. And what natures do those others have? The people around you, you've gathered them, us, intentionally. Everyone has a goal. We're only yet another stopover on someone's journey. And sometimes our paths lead in the same direction. Mine leads to the court of Nikolai Romanov. I need to save the Tsarevich because I believe that only then can we have a future. I can help him. Do you believe me? Yes, I believe because you helped me. I know that. Think what we can achieve, Victor, if you just come with me. Imagine that the thaumaturgical knowledge of the whole Russian Empire will be at your fingertips. As long as Alexei Romanov is healthy. It all sounds lovely, but how would we achieve this ambitious goal? Together, Victor. Together. And all in good time. You'll just have to believe we can do it. Do you believe? I'm with you. Perfect. Now our journey is really beginning. Just remember, there's no turning back. Punkt ohne Wiederkehr. Hier ist schon ein Wendepunkt der Geschichte. Wenn du beschließt, es mit rauszufinden, verlierst du deine Gelegenheit, deine Nebenquest abzuspielen. Let's not waste time. Let's go pray. Ideally at the Orthodox Church of St. Mary Magdalene. Ready? We'll meet later. You know where to look for me. So, was ist jetzt mit dem wunderbaren Zeitungsschriften? Da ist ja nichts, oder? Nix. Dass diese Nebenquest werden wir nicht beenden, oder wie? Verstehe ich jetzt nicht.
Was ist das? Gastverstellung, Publikumsliebling. Oh. Illegaler Humor. Was ist denn schon wieder? Beim Hafen eine Quest? Ja, unglaublich. Ist das ein Nebenquest? Nein. Geschichte. Samstag, Brief. Zur Hölle mit ihm. Berichte des Ukraine-Informanten Alexander Kirschner. Das heißt, es gibt geheime Vorstellungen vom Spott des Zaren. Secrets. Ja, gut. Not on my watch. Illegaler Humor. Klassisch. Let's wait. Am Abend ist er so weiter. Und das ist quasi gleich hier. Oh, wir haben alle fertige Zeichnungen von allen lokalen Wahrzeichen an. Juhu. Das ist wunderbar. Nur 2,3% der Spieler haben das. Wunderbar. Da setzt ihr nieder. Aber die Schneiderzwickmühle macht mich ein bisschen fertig. Wo waren wir denn noch nicht? Fashion Book brauchen wir. Immer noch. Oh, was ist das? Orientteppich. Keine Stickereien. Was? Wieder ein Nebenquest? Nein, scheinbar nicht. Okay. Das ist interessant. Das ist eigentlich, was ich hier genommen habe. Gut, das ist klar. Die ganzen Sachen haben wir ja schon, da wissen wir schon. Die ganzen Leute. Schön, das mit den Zeichnungen einfach. Man auch alles theoretisch nachlesen könnt. Wir haben alle, glaube ich, gefunden. Der Baller. Thaumaturgie, jüdische. Dann die Schneider.
haben hier wirklich alles. Da fehlt noch irgendwas. Uns fehlen noch 3. (1905, 1904). Juli haben wir. Ich frage mich gerade nach, ob ich Minus fehlt. The Gentleman. Hammer. Aber die Juli-Ausgabe vielleicht nicht. Will den Frühling 1904? Nicht wirklich, gell? Kann nicht sein. Müsste eigentlich genau hier sein. Die? Die habe ich aber schon. Gehen wir mal nach Prager. Gehe ich mal alle Punkte ab. Was hier haben wir auch schon. Wo fehlt es mir dann also an Inspiration? Juli 1904 haben wir. So gehen wir es von Anfang an durch. Erstes Quartal 1904. Haben wir.
Fashion Review 1905. Hammer. Nein. Oh ja, Hammer. La Mode Parisienne, April. Hammer. May. Gentleman Mai. Gentleman Mai haben wir nicht. Oder muss da noch was anderes verstreichen? Bin mir dann nicht sicher. März. Gentleman März. Hätten wir. Also ich glaube, die Quest werden wir nicht vollenden. Oder? So, was fehlt mir hier? Rückspiel mit. Fertig. Also mal. Machen wir gleich weiter. Was soll man denn sonst noch?
Fine. Final. So, wo sind wir da hin? Ah, in die Kirche. Victor, it's about to start. Strange. I don't remember the way here. Not at all. Should I be nervous, friend? This terrifies me. Quiet there. You're not in a barn. The Patriarch Kiru will soon begin an exorcism on a certain boy. I know that you and Kiru have a past. Why are we here, of all places? Not in the least. Remember, revenge is foreign to me, Victor. It's not about Kirill. Though if by chance he trips up today, that would make me immeasurably happy. Unlike Kirill, I really do want to heal a boy who is suffering. The people must understand that I am the truth. And what then? Then, all that's needed is for what happens here to reach the right ears. Off to the market with you. Don't bother folks here. Now I would like you to look around and determine how to prepare the miracle of healing. Go now. I'll go. Go, but don't waste time. Passt. Dann werden wir da morgen weitermachen. Ich sage mal, es ist spät. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es ist spät. Und es ist auch niemand online scheinbar. Ich sage mal, gute Nacht. Dankeschön.